15. März im Haus, im Europäischen Haus, im großen Veranstaltungssaal und werden eine Veranstaltung machen zu den Wahlen, die im Mai dann folgen und wo wir versuchen, viele Wähler zu mobilisieren, um ein anständiges Ergebnis zu erzielen. Doch noch ein Mann im Programm. Erstmal.
Herzlich willkommen zur Veranstaltung zum Internationalen Frauentag hier bei uns im Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments. Dies ist ein Test und wir gucken mal, ob der Ton funktioniert für den Livestream und für die Dolmetscher vielleicht auch. Aber das scheint alles soweit ganz gut zu gehen.
So, sehr geehrte Damen und Herren, nicht so viele Herren sehe ich hier im Saal, aber schon ein paar. Freut mich sehr, Sie hier im Namen des Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments in Deutschland begrüßen zu dürfen. Leider ist Frank Pieplatt, der eigentlich im Programm vorgesehen war, verhindert dabei zu sein. Und das war auch der einzige Mann, der eigentlich im Programm vorgesehen war. Also jetzt sind wir nur Frauen. Wir, das ausschließlich. Genau. Wir als Verbindungsbüro freuen uns, diese Veranstaltung zusammen mit Gender 5 Plus hier im Europäischen Haus in Berlin zu organisieren, mit der Unterstützung von der Berliner Senatsverwaltung, die DGB, das Deutsche Juristinnenbund und die europäische Bewegung. Diese Partnerschaft ist auch Grund dafür, dass wir so zahlreich hier im Saal sind und auch so interessante Rednerinnen für die Veranstaltung gewonnen haben. Ich bin persönlich sehr gespannt auf die Debatte heute und zu sehen, wie eigentlich die Stellung der Frauen in der europäischen Politik ist und vor allem, wie das die Europawahl am 20. Mai beeinflussen kann. Gleichstellung zwischen Frauen und Männern ist schon im Lissabon-Vertrag im Artikel 2 erwähnt. Es ist ein Wert, auf den sich die Europäische Union gründet. Fortschritte in diesem Sinne in der EU wurden erzielt, aber wir haben noch sehr viel zu tun. Das merkt man als Frau im tagtäglichen Leben, auf der Arbeit und im privaten Leben. Im Europäischen Parlament zum Beispiel sind Frauen in Führungspositionen trotz Fortschritte immer noch unterrepräsentiert. Und der Teil der weiblichen Abgeordneten ist nur ein Drittel oder ein bisschen mehr als ein Drittel. Aber dazu wird sicherlich Frau Neuschel, das Mitglied des Europäischen Parlaments, auch ein bisschen mehr sagen nachher. Von mir wollte ich nur noch ein paar Worte zum Ablauf der Veranstaltung sagen und vor allem zu den Sprüchen, die Sie hier sehen im Saal. Das ist den Hashtag diesmalwählich.eu. Das ist der Name der institutionellen Kampagne des Europäischen Parlaments für die Europawahl am 26. Mai. Und Ziel dieser Kampagne ist, Bürgerinnen und Bürger zu bewegen, zur Wahl zu gehen und dass sie weiterhin andere zur Wahl bewegen. Und so hoffen wir am Ende, dass wir eine höhere Wahlbeteiligung haben. Diesmal wählig ist eine inklusive Kampagne, die auf freiwillige Unterstützerinnen und Unterstützer europaweit beruht und die zusammen mit den Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments in den jeweiligen Mitgliedstaaten sich für die Europawahl engagieren. In Deutschland sind es mittlerweile 19.000 Personen, die sich für diese Kampagne engagieren und wir haben 2.000 Aktive dabei, die wirklich mit uns Veranstaltungen organisieren und so weiter und so fort. Ich freue mich und deshalb sage ich das hier auch, dass wir heute auch Unterstützerinnen von der Kampagne aus Berlin haben und Sie können auch gerne mehr über diese Kampagne erzählen. Die stehen draußen da im Infostand, diesmal wählig, und können dann auch erzählen, was Sie da genau für die Europawahl und für die Frauen machen. Außerdem freue ich mich, dass Lisa Sophie Laurent, eine Influencerin und auch Unterstützerin der Kampagne, hier ist und sie wird für uns diese Veranstaltung online auf ihren Social-Media-Kanälen auch berichten. Jetzt möchte ich nicht die Zeit mehr aufnehmen. Ich gebe jetzt gerne das Wort weiter an Frau Hubert, Präsidentin von Gender 5 Plus. Danke. Good morning. First and foremost, I'd like to welcome you to what is going to be a very interesting, certainly, and probably exciting meeting today. I'd like to thank very much, in the name of Gender 5 Plus, the European Parliament office in Berlin, as well as the Senatsverwaltung as well. Without your very, very valuable help, we wouldn't have been able to hold this meeting today.
I'd like to make a special thank as well to Barbara Henferish, who has been the brain, the legs, the fingers as well, very much behind this meeting, and who's been doing a fantastic job, and we really thank her very much for that. I'm going to sort of raise 3 points. I mean, the first will be who we are in Gender 5+. I mean, what is Gender 5+? The second thing is why we believe this election, as Frau Volt was saying, is a very special one, and the challenge is bigger than usual. And the third one is what, as Gender 5+, we're doing about it in our very modest way to act. Okay, so who we are. Gender 5+ was created about 10 years ago by 5 feminist friends. I mean, 3 of us are in the room. The plus was for those who had it, and we are now 7. The 5 was also for 5 issues. We're working on the economy and finance, on politics, on the environment, on violence, and on the media. Then G5+ was sounding good because we were sure we would compete with sort of the G7 and the G8, and so that was pretentious, but we're sort of getting there with a big crowd like this. Having worked with think tanks as well, and sort of knowing what was the think tanks at European level, we knew that the question of gender equality and women's rights was generally sort of taken as the cherry on the cake at the most, and we wanted to embed this issue, this transformative issue, into European politics, because we know it's the only way for the future of Europe to have a better and more sort of efficient society. So why is it a particular challenge this year? I mean, I'm sorry, I'm going to repeat things that you know, but I think it's worth repeating. First of all, there's a regression on women's rights in the European Union. I mean, we've got populist parties rising, not only in the East, where they're in hegemonic positions sometimes, but as well in the West. And I mean, they are against women's rights. That's their first target, and their first, the first enemy is the emancipation of women. Okay, we fear as well that we could lose a major institution. I say lose. I mean, if the Parliament has got the sort of anti-European parties as the sort of third force, I mean, they will sort of lead the game. I mean, they will be the winner of the game and sort of set the agenda. And this is a very important challenge, and I'm sure the MEPs will sort of will not disagree. I mean, I see Mariana ready. So what are we doing about it in Gender 5+? Sort of very briefly, we've got a network of renowned experts and of very dynamic young junior researchers. We will hear Alas Neerigoyen later on, who's been doing a study for us, a report which you can find outside, on parity democracy. Why parity democracy? Parity democracy was a concept that was launched in 1992, a very long time ago. The idea was very transformative at the time. It is very transformative now. It is basically, in few words, to say that, I mean, we must have numbers, we must have parity and an equal number of women and men in the European Parliament, but we must as well have quality, which means it's not the question of quality women. We've got plenty of quality women,
but women who support women's rights and have understood that it's a transformative way to actually go into all European policies. So what are we doing about it? We've so far, we've taken this theme of the European election as a priority for the last 2 years, and so far we've organized, apart from making this report, we've organized a meeting about the concept of parity democracy in a number of countries. We started with Athens, where we had the first sort of meeting in 1992, November 1992, on the question of parity democracy. Then we went to Budapest, where obviously the situation of women is probably even worse than in a lot of our other countries. Then Paris, and now Berlin. And we hope to have a meeting in Brussels at the beginning of May as well. So this is more or less, this is what I've got to say to you about it. And it is my great pleasure today as well to present and to introduce our friend from who's now, we used to be in the Economic and Social Committee to the 1st of March, where she was the head of the workers group, and on the way to become the president of the Economic and Social Committee, but she's decided now, I'm talking about Gabi Bischoff, she's decided now to become candidate on the Social Democratic list, and we really wish she's going to be elected. She's in an electoral position. Gabi has had all sorts of jobs, including being a postwoman. I was amazed to discover that. It was a student job when she needed some money to follow her studies in Berlin. And then she's been engaged with the DGB, the unions, for a long, long time. I won't sort of repeat all the sort of important functions she's had, but she's had an experience as a diplomat, she's had an experience as a civil servant, but always having a sort of involvement for the DGB. Gabi? Ja, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, auch zu dieser Veranstaltung, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Europäerinnen und auch Europäer, einige im Saal. Ich fand es sehr schön, als ich hier vorne diesen kleinen Slide gesehen habe, mit dem Verweis auf unsere Urgroßmütter hier, die für das Wahlrecht kämpfen mussten, weil ich gerne einsteigen möchte. Wir sind im Jahr, wo wir feiern 100 Jahre Frauenwahlrecht, das 1919 das Jahr der Frauen gewesen ist. Und dass das Wahlrecht, und dass wir uns daran erinnern, keine isolierte nationale Bewegung, die Frauenwahlrechtsbewegung war eine europäische, eine internationale Bewegung. Und ich will es nochmal ins Gedächtnis rufen, auch mit der Abfolge, wann die Frauen in Europa das Wahlrecht erkämpft haben. Nämlich unsere Vorkämpferinnen, das waren die Finninnen, die 1906 schon das Wahlrecht für Frauen erkämpft hatten. 1913 Norwegen, 1915 Dänemark und Island, 1917 Estland, 1918 Lettland, Deutschland, Österreich, Polen, Luxemburg, 1919 die Niederlande, 1921 Schweden und 1928 Großbritannien. Und es gab diese Bewegung in ganz Europa ohne Internet, ohne soziale Medien, sogar ohne Fernsehen. Und trotzdem transportierte sich diese Bewegung, weil die Zeit einfach reif war. Ich würde sogar sagen überreif dafür, dass Frauen eben tatsächlich auch hier politisch gleichberechtigt wurden. Und ich will noch was in Erinnerung rufen, auch mit Blick auf diesen Slide, den ich gar nicht kannte übrigens, aber den ich sehr schön finde, ist, dass 1919 82% der Frauen in Deutschland zur Wahl gegangen sind.
Und ich denke, das ist für uns ein guter Benchmark, auch wenn wir sehen, dass nur 37 von den 423 Abgeordneten am Ende Frauen waren. Und ich finde es sehr schön, uns so ein bisschen an dieses Gefühl zu erinnern und da anzudocken. Und deshalb habe ich nochmal ein kleines Zitat mitgebracht von Käthe Kollwitz hier aus Berlin, die nochmal in ihr Tagebuch geschrieben hat: Ich hatte mich so gefreut auf diesen Tag. Und dieses Gefühl, denke ich, sollten wir mitnehmen bei dieser Frage 2019 Wahlen zum Europäischen Parlament, weil eben 2019 auch ein wichtiges Wahljahr ist für Frauenrechte und für Gleichstellung in der Europäischen Union. Und ich muss sagen, für mich als Frau, als Feministin war immer wichtig, dass Europa ein Motor war, wirklich für sozialen Fortschritt, und die Gleichstellungspolitik gehört in den Kern einer Politik des sozialen Fortschritts. Und es hat unsere Gesellschaften, und ich denke, Frauen in Deutschland wissen das sehr gut, gerechter gemacht, hat sie fairer gemacht und hat sie auch inklusiver gemacht. Und das ist ganz wichtig, weil es auch, jedenfalls bei mir war das so, eine sehr starke emotionale Verbindung zur Europäischen Union hergestellt hat. Ich habe es nie im Wesentlichen als eine Bürokratiemaschine gesehen, sondern als einen Motor für Rechte, für Gleichstellung, für Frauenrechte und für soziale Rechte im Übrigen. Es ist schon darauf hingewiesen worden, dass die Gleichstellungspolitik in den letzten 10 Jahren ins Stocken geraten ist. Und wir haben, da wird es sicher in der Debatte darum gehen, diesen wunderbaren Gender-Index vom Gender-Institut. Und da kann man wirklich wunderbare Informationen finden und nachlesen und sehen, dass wir insgesamt da kaum vorangekommen sind, dass wir kleine Fortschritte haben, um das Gender Pay Gap zu reduzieren, dass wir weiterhin riesige Herausforderungen haben, zum Beispiel beim Renten Gap innerhalb der Europäischen Union und in Deutschland sogar noch stärker. Auch bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie haben wir nur kleine Fortschritte erzielt, aber ich muss sagen, mich hat zumindest gefreut, dass es im Parlament und jetzt im Trilog tatsächlich ein Ergebnis gegeben hat zum Work-Life-Balance-Paket und wir hier ein kleines Stück nach vorne gehen können und insbesondere auch hoffentlich dadurch eine bessere Beteiligung von Männern an der Erziehungsarbeit und Pflege haben werden. Es ist schon gesagt worden, wir haben zu viele Parteien im Moment im Aufwind, die Europa entweder zurückbauen wollen, manche sagen auch ganz offen, dass sie es zerstören wollen, und was all diese unterschiedlichen Parteien eint, dass sie eine starke antifeministische Agenda haben. Daneben ist auch noch sichtbar, dass sie sich bei allen Unterschieden sehr gut vernetzen, und das sollte uns zu denken geben. Wenn ich an die Gleichstellungspolitik denke, dann ist für mich zumindest die Beruhigung auch mit Blick auf diese Parteien, dass Gleichstellungspolitik in Europa keine Kirsche auf dem Kuchen ist, wie Agnes eben gesagt hat, oder etwas, was wir in guten Zeiten machen, sondern dass die Gleichstellungspolitik ein fundamentaler Wert ist, der in den europäischen Verträgen verankert ist und auch eine Verpflichtung der Europäischen Union zur Gleichstellung von Mann und Frau, eben zur Achtung der Menschenrechte, und dass das Ziel, und das ist für mich nochmal ganz wichtig, dass das Ziel dieses Projektes nicht ist, einen Binnenmarkt zu errichten, sondern das Ziel dieses europäischen Projektes ist, dass wir den Frieden, die Werte der Europäischen Union, zu denen eben die Gleichstellung der Geschlechter gehört, und das Wohlergehen ihrer Völker fördern. Und dass wir uns das in Erinnerung rufen müssen, wenn es um die europäischen Wahlen geht und um das zukünftige politische Profil und die politische Agenda der Europäischen Union. Und ich gucke nochmal zurück zur Erkämpfung des Frauenwahlrechts, und wir sollten wirklich eine Erfahrung verinnerlichen, dass die Frauen hier in Deutschland es nur geschafft haben, das Wahlrecht durchzusetzen,
weil sie ihre Abgrenzungen überwunden haben und weil sie am Ende als proletarische und bürgerliche Frauenbewegung sich zusammengetan haben und zusammen eine starke Bewegung gegründet haben. Und ich glaube, das ist wichtig mit Blick auf die Zukunft, dass wir viel stärker Differenzen auch überwinden müssen gegenüber diesen antifeministischen Parteien, um wirklich ein starkes Bollwerk zu sein gegen diese Reaktion und diese Kräfte, die ja eine große Rolle rückwärts machen wollen. Und mich hat es als junge Frau begeistert. Ich war 17 Jahre alt, als ich die erste Frauengruppe kennengelernt habe. Es waren alles viel ältere Frauen, die waren alle in den 30ern. Aber was mich sofort beeindruckt hatte, war, wie aufrecht diese Frauen gingen, die Offenheit, die sie hatten und auch diese Mischung aus Politik und Selbsterfahrung, die für unsere Generation von Frauenbewegung einfach essentiell war und unwahrscheinlich geholfen hat, wirklich ein freies, selbstbestimmtes Leben auch zu leben. Und ich gucke mit voller Optimismus auf die neue Frauenbewegung und sehe, dass da was Neues entsteht, dass wir MeToo-Bewegungen haben, wo man sehen kann, dass innerhalb von 24 Stunden mit diesem Hashtag MeToo fast 5 Millionen Menschen reagieren und sich beteiligen. Ich sehe, dass es auch im Parlament jetzt eine entsprechende Bewegung gibt. Ich sehe, den 8. März hat mich wirklich persönlich begeistert. Nicht nur in Berlin so viele Frauen, sondern wenn ich zum Beispiel nach Spanien gucke, 6 Millionen Frauen auf der Straße, die schaffen es, einen 2-stündigen Frauenstreik zu organisieren. Wir sehen die jungen Frauen, die Gesichter in dieser neuen Schülerinnen- und Schülerbewegung zum Klima. Das ist auch ein Thema, was dieser neue antieuropäische Block als Feindbild gesehen hat. Und ich sehe, da ist Bewegung drin. Und ich sehe auch hier, dass wir hier offensichtlich an so einem Wendepunkt sind, der uns Hoffnung machen sollte, auch für die Zukunft und die nächsten Jahre. Und wenn wir diesen Trend stoppen wollen, dann ist es ganz wichtig, uns auf unsere Kraft zu besinnen. Weil wenn wir uns angucken, bei der letzten Europawahl 2014 war es schon so, dass jede und jeder 5. Nationalisten und Antieuropäer gewählt hat. Und dass wir deswegen sehen müssen, dass die Wahlbeteiligung bei dieser Wahl essentiell sein wird. Auf der einen Seite, weil wir die Legitimation stärken müssen des Parlaments und die auch von der Wahlbeteiligung abhängt, aber auch weil wir sehen, und das haben wir auch im Brexit gelernt, dass diese antieuropäischen, antifeministischen Parteien sehr, sehr stark mobilisieren können. Und dass wir deswegen auch das als eine Aufforderung sehen sollten, viel stärker zu mobilisieren, dafür eben, dass wir tatsächlich alle motivieren, zur Wahl zu gehen und eben auch sich anzugucken, für was stehen diese Parteien in Bezug auf Frauenrechte, in Bezug auf Gleichstellungsrechte, weil wir unsere Vision nur aufrechterhalten können von einem gerechten, einem demokratischen und auch einem nachhaltigen Europa, wenn wir in breiten, progressiven Bündnissen dann auch versuchen, in der neuen Periode trotz dieser Reaktion einen Aufbruch in der Frauenpolitik hinzukriegen. Und als ich den Artikel von Macron gelesen habe, habe ich gedacht, also wie will der denn eine Renaissance Europas hinbekommen, wenn er nicht viel stärker die Geschlechterfrage mit berücksichtigt und wenn er mit den Zielen, die wir zum sozialen Europa haben, eben die Gleichstellungspolitik auch sehr stark verankert. Und ich glaube, hier gibt es noch ein bisschen Nachholbedarf. Ich möchte nochmal auch zum Schluss mit einem wunderbaren Zitat enden. Und das werde ich jetzt in Englisch vortragen, weil das Original im Englisch ist und wenn man es ins Deutsche übersetzt, klingt es niemals so gut und so beeindruckend, wie es im Englischen ist. Deshalb, und es ist von Susan B. Anthony. It was we, the people, not we, the white male citizens, nor we, the male citizens, but we, the whole people who formed this union. Und sie hat es 1880 im Januar gesagt
on behalf of the Women's Suffrage Amendment und der Debatte, die in den USA stattgefunden hat. Und ich denke, wenn wir dieses Zitat uns vor Augen halten, dass wir alle Verantwortung tragen, dass die Europäische Union, dass dieses wahnsinnige historische Projekt eben auch gelingt, als Deutsche wie als Europäerinnen. Das war auch eine Motivation für mich, tatsächlich zu kandidieren und dass wir alle zusammen besser auf unser Europa aufpassen. Und dass wir dafür sorgen, dass dann tatsächlich 2019 das Jahr der Frauen wird bei dieser Wahl. Damit wir am Ende von 2019 oder auch im Januar 2020 zusammen sagen können, we, the whole people, not we, the white male citizen, we all together form this European Union. Und das muss sich eben auch im Parlament widerspiegeln, deshalb ist Parity Democracy wirklich absolut zentral und auch in der Besetzung der neuen Kommission. Und deshalb nochmal mein Appell, an das Benchmark zu denken von 1919. 82% der Frauen haben damals gewählt. Und eben zu sehen, dass das Motto Frauen bewegt europäische Politik nur umgesetzt werden kann, wenn wir eine starke Frauenbewegung haben, zusammen, die das erreicht, und wenn wir andere Frauen auch mitbewegen, damit europäische Politik sich bewegt, und das auch in einem Dialog von starker Zivilgesellschaft und vielen Frauen und noch besser vielen Feministinnen im Europäischen Parlament. Und deshalb will ich nur mit dem Hashtag "Deshalb wähle ich" enden, dass jede von Ihnen am Ende hier rausgeht und weiß, nicht nur deshalb wähle ich, sondern deshalb mobilisiere ich auch dafür, dass möglichst viele Frauen wählen. Vielen Dank und ich wünsche eine wunderbare Veranstaltung hier. Einfach reden. Ja, mein Name ist Barbara Helfrich und ich führe Sie heute durch den ersten Teil des Programms und deshalb möchte ich die Panelistinnen bitten, Frau Triems, Frau Dr. Kemper und Frau Neuchel, doch bitte hier aufs Podium zu kommen, und ich möchte auch Joanna Maycock bitten, hier an das Mikrofon zu gehen. So, wenn Sie sich bitte hier hinsetzen. Ja, Joanna Maycock, Generalsekretärin der Europäischen Frauenlobby, eine Organisation unabhängig, die mehr als 2000 Organisationen in Europa vertritt. Und ich freue mich besonders, dass Joanna kommen konnte. Und Gabi hat auch das Stichwort gesagt, Zivilgesellschaft. Und Joanna seit über 20 Jahren arbeitet in der Zivilgesellschaft in Brüssel für Gleichberechtigung, Antidiskriminierung und viele andere Dinge. Von Politico, dem Magazin, wurde sie als die einflussreichste Frau von Brüssel erklärt. Und ich kann Ihnen sagen, aus eigener Erfahrung, das ist sie wirklich. Und ich hatte sie gebeten, für uns ein Einführungsreferat für den ersten Teil des Programms hier zu halten. Danach haben wir eine Diskussion und Kommentierung von unseren Panelistinnen und dann würde ich Sie bitten, auch mit Ihren Kommentaren zu kommen. Aber zuerst mal Joanna. Dankeschön. Good morning. I'm so happy to be here this morning in Berlin on behalf of the European Women's Lobby. The European Women's Lobby is a vast network of women's organisations operating throughout the European Union and also in some accession countries. As Barbara said, we bring together more than 2,000 women's organisations campaigning for our vision of a feminist Europe. Well, that vision still has some way to go, as I think we just heard. So I wanted to congratulate Gender 5 Plus for organising
this event today, which is part of a series of events throughout the European Union that they've organised. I think it shows great foresight of them to really bring this discussion of parity democracy into the different capitals and cities around Europe ahead of the European elections in May. So I'm personally delighted to be able to participate here today. I will talk to you a little bit, I think, about the state of women's rights in Europe today. And then I wanted to talk specifically about what we're doing and what you can do to make sure that we have more feminists elected to the European Parliament elections in May. As the European Women's Lobby, we work across a range of issues which are part of our vision for a feminist Europe. We work on a vision for a feminist economy, where we look at issues to do with poverty, pay gap, pension gap, care economy. We also look at policies and practices and law to eliminate violence against women. And the third thing we work on is really this issue of putting women at the heart of decision making, be that in political power or in businesses, but also in our day-to-day life, making sure that women's voices are heard. And we've been campaigning through successive European elections to fight for a European Parliament which is 50% women. For us, getting more women elected to the European Parliament, getting more feminists elected to the European Parliament is essential. It's essential for democracy, it's essential for women's rights, but it's also essential for Europe's future. We also campaign for having a gender balance in all of the European institutions. So the European Commission, the European Parliament and the Council. In spite of some progress towards greater numbers of women elected to the European Parliament and a slightly larger number of European commissioners who are women than when I first arrived in Brussels in 1992, there was one, we still see that men are wildly overrepresented in all positions of leadership in the European institutions. 2/3 of the commissioners are men, 2/3 almost of the MEPs are men, and what that means is that there are 200 more men MEPs in the European Parliament than there are women. More than 3/4 of the delegates in the European Economic and Social Committee are men. There has never been a woman president of the European Commission. I might add that there are vanishingly few people of colour or people with disabilities represented in the leadership or in the institutions as well. In 2019, this is just not good enough. The time is now for change. It's been 100 years since some women got the rights to vote in parts of Europe. We are not going to wait another century for equal representation. There's no denying that Europe has been good for women and women's rights in many ways. As you can see from a series of directives preventing discrimination against women in the labour market, access to promotion, training, social security. It's also helped shape national frameworks on equal pay, for example. And Europe should be proud of these achievements, which form part of the essence of the European Union and its acquis. But we definitely, and we're glad, of course, that these are established in the treaties, in the Charter of Fundamental Rights, and they've been reiterated more recently in the European Pillar for Social Rights. 6 decades of EU action for gender equality and women's rights have undoubtedly been important, and that has come with pressure from the women's movement and from allies in trade unions and in institutions and in the legal profession. The EU has become an anchor for women's rights. Even so, as Frau Bischoff already said, for a decade we have stopped progressing on women's rights and gender equality in the European Union. Men continue to dominate leadership roles, the burden of poverty and care rests on women, male violence against women continues to be a blight across the lives of all women across the continent. The burden of unpaid and low-paid care work continues to rest on women's shoulders and especially minority women's shoulders. The result is an income gap between women and men of almost 40%, which is echoed also in the pension gap at European level. During the life of this European Parliament, we have seen great support from within the European Parliament for measures to address better balance between work and life, to support the participation of second parents and men in particular in caring for their families, to ratify the Istanbul Convention to end violence against women,
and also support from the Parliament to pass legislation to introduce targets and quotas for women on corporate boards. Unfortunately, time and again, those measures have been blocked in the European Council by the Member States. It has been very frustrating 5 years, and I'm afraid to say that Germany has not always been supportive of these measures as in the Council as well. So parity in leadership of the European Union institutions is one of our key demands as the European Women's Lobby, as the women's movement in Europe, because it's part of our demands to bring gender equality and women's rights back where it belongs, to the heart of the European Union project. And I say back because we really see that gender equality has been reduced to a footnote in the European agenda. And yes, talked about the cherry on the cake. Women's rights are something that comes out of everything else. We have seen the European Commission deny us a proper political strategy for equality between women and men because it was not seen to be one of the more important issues that the European Union should work on. How can that be? So we've seen, and it was already referenced in the Gender Equality Index, we see from the numbers that we've stopped progressing. Why is that? Why have we stopped progressing for 10 years on something which is so essential in the lives of every single family, workplace, parliament and person on this continent? For us, it's a combination of complacency, of political inaction, of active opposition that we've all just heard about, and also austerity. Austerity has been an absolute disaster for Europe in every possible way, economically, politically and socially, and it has been a double and triple disaster for women who have taken the burden of the responsibility for filling in the gaps of social services being cut, of public service jobs going, and having to look after everybody else on top of their jobs. It's also women who have taken the majority of the precarious jobs and the low-paid jobs that have come as a result of austerity. And particularly women of colour and women with disabilities have taken an additional burden. So we have a long way to go still in Europe before we have achieved gender equality in any country, including in Sweden. At our meeting of our members, we had a meeting in Vilnius last month of all of our members from across the European Union, and we shared stories from each country, so each corner of the European Union, about the threats and challenges to advancing women's rights. We heard some very depressing stories, but we also heard stories of hope and resilience. In all the stories, it was clear that even if power is multifaceted and comes from many places, who is in power in government really matters. It matters for funding, it matters for participation of women's organisations, it matters for voice, it matters for the nature of civilised or uncivilised public discourse. We heard about an increasingly polarised and violent online discourse that targets women, and particularly women human rights defenders and women in public life. One of the most chilling things about the conversations that we had amongst our members was the shift in narrative and strategy by the anti-feminist far-right populists. No longer calling for a break with the European Union. I think seeing what's happening in the UK around Brexit doesn't make that look such a great option. But they are now looking at ways in which they can cooperate to shape the European Union in their image. And we know that their first port of attack is women's rights. Orbán, when he became Prime Minister, the first piece of legislation he passed was to outlaw school training on gender stereotypes. First thing that he did. This is what they are about. They want to promote traditional roles for women as homemakers and mothers, men as patriarchs and providers. They want to set us back 100 years. It's a setback, but it's a setback that is organising the fight back, because we hear stories of hope, resilience and resistance. The women's movement has never been stronger and more dynamic than it is now. And by sharing these stories together, we were better able to understand and analyse and see what's happening, and to feel sisterhood and solidarity. We were able to strengthen hope and shape our resistance. We were able to see that another way is not only possible, but it is imperative. This is our time. It was clear to us that the European elections in May are, of course, a really important opportunity to mobilise around our vision for a feminist Europe.
In these turbulent times with rising extremisms, women across Europe need to hear and believe that Europe is once again on their side. We need to bring gender equality back to the core of European policies. Most importantly, at a time where the very future nature of the European Union is being discussed. Women must be at the heart of those discussions, otherwise what are those discussions about? So we need to come together to build and articulate a vision of what that can be, not only in opposition to the opposition, but something that we can really mobilise people to want to be part of building together. This means that ensuring women's interests, concerns and voices are central to the discussion on the future of Europe, because there is no future of Europe without women. Because it's our Europe too, and because women can shape, and I believe this firmly, a more sustainable, a more equal and a more caring Europe for all. At the European Women's Lobby, we are coming together across the European Union to campaign for this feminist Europe. We're taking action to demand 50% representation in the European Parliament and in the European Commission, looking beyond that. We want to mobilise women to vote for those that support equality between women and men, and gender equality. We know that the turnout is very low in many places. In fact, I don't know whether you're aware of this, women vote less than men. So in most countries in Europe, women vote less than men. In France, in the last European elections, the turnout for women was 12% lower than the turnout for men. Overall, in Europe, women's turnout was 41% and men's turnout was 45%. If we flip that around, I think we would have a very different result. But of course, we want a greater turnout overall. We want women to turn out to vote. So the first thing that all of you need to do is make sure that you register and vote, and that you make all of your friends register and vote, especially those who are going to vote for feminists, of course. So we have launched a campaign that's lasting 100 days. I feel like we've already had 100 days of it. I'm starting to lose my voice, but we still have around 75 days of the campaign left. So we're running campaigns and actions at national level with national candidates and parties. We're doing things at European level with European level campaigns and parties. We have a group of women activists across the European Union. We're meeting virtually every other week to organise our campaign. We have a manifesto which sets out our vision of a feminist Europe. You can find some copies outside. And our members, the Frauen, have also translated that into German, and that's available on their website. We have a lobbying toolkit which you can find on our website and you can use, which contains letters and questions you can ask the candidates, for example. We have a pledge for candidates to commit to gender equality and women's rights in the next round of the European Union. We're also running a training programme for candidates and political parties to tackle online violence in the debates, and particularly to learn how women candidates can be protected from really toxic, nasty online debates. That's part of our work to combat digital violence. But mostly, we are hopeful, we are mobilising, and we are loud, and we are united. Who could fail to be uplifted seeing the numbers of women that organised last Friday across the European Union, striking, marching, speaking on social media, across sectors, borders, political divides and age groups. Women are at the forefront of mobilising against populism in Europe and for a vision of a feminist Europe that's based on well-being, equality and sustainability. A Europe in which women's contribution to all aspects of life is valued and recognised and rewarded and celebrated in leadership, in care, in production, a Europe in which no woman is left behind. So we feel moved and engaged by the millions of women who protested, organised and went on strike, but we also need all of us to transform that energy into the ballot box. We need to make sure that those women also protesting online and in the streets also turn that into a vote for a woman, a vote for a feminist, a vote for a feminist Europe. Thank you. Herzlichen Dank, Joanna. Eine engagierte Rede und so viele wahre Dinge, die du uns gesagt hast. Ich freue mich besonders, dass wir diese Gruppe von Frauen hier auf dem Podium haben.
weil sich das auch mit dem übereinstimmt, was du gesagt hast. Das ist unser Europa und unser Europa ist wichtig für uns. Und deshalb freut es mich sehr, dass ich Frauen habe, die Europa mitgestalten und die sich für Europa eingesetzt haben, nicht nur auf europäischer Ebene, sondern auch auf der Ebene, an der Basis, lokal in Berlin, aber auch im Europäischen Parlament. Und deshalb freut es mich, dass wir Frau Maria Neuchel hier haben, Abgeordnete im Europäischen Parlament seit 2014, sich eingesetzt für Frauenrechte im Frauenrechtsausschuss im Europäischen Parlament. Sie kommt mit sehr viel Erfahrung und sie kam mit sehr viel Erfahrung ins Europäische Parlament aus dem Bayerischen Landtag heraus, hat seit von 2008 bis 2013 war Abgeordnete und ist qualifiziert für Ernährung und Gestaltung. Auch ein wichtiger Bereich in diesen Tagen. Und ich freue mich, dass Sie aus Ihrer Erfahrung berichten können, Frau Neuchel. Ich bitte Sie. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich wurde gebeten, wirklich so direkt aus dem Europäischen Parlament, aus dem Gleichstellungsausschuss, aus dem Ausschuss für die Belange der Frau, wie er auch noch heißt, zu berichten. Das möchte ich gerne tun. Ich möchte einerseits die Themen berichten, wie wir uns denn einmischen, auf welche Weise wir das tun und welche Themen da so in der letzten Zeit auch bei uns auf dem Tisch lagen. Ich möchte aber natürlich auch über Rückschritte berichten, die wir natürlich erleben, tagtäglich erleben und am Schluss dann einen kleinen Ausblick geben. Der Gleichstellungsausschuss im Europäischen Parlament ist ein beratender Ausschuss. Ach, es ist heute nur ein beratender Ausschuss, leider. Wir würden uns wünschen, dass die Rechtsstellung des Europäischen Gleichstellungsausschusses höherwertig wäre, ein gesetzgeberischer Ausschuss wird und so weiter. Da sind wir noch weit davon weg. Aber dieses nur beratende Ausschuss möchte ich jetzt mal ins Positive umdrehen und möchte sagen, okay, der Ausschuss für die Gleichstellung der Geschlechter und die Belange der Frau ist ein Ausschuss, der beratend in alle anderen Ausschüsse hinein agiert. Und das ist zwar ein nur beratender Ausschuss, aber dann doch wiederum eine sehr gute Position, sich nicht ausschließlich um reine Frauenthemen auf Frauenthemen zu konzentrieren, sondern sich wirklich der Verantwortung bewusst sein, dass der Gleichstellungsausschuss beratend in alle anderen Ausschüsse agiert. Das ist etwas, das wir natürlich als Querschnittsaufgabe immer wieder erleben, das wir tun, das wir tagtäglich versuchen zu praktizieren, und ich möchte einfach ein paar Beispiele nennen, dass man sich das einfach mal vorstellen kann, um was geht es denn da? Denn ich sehe die Wahl am 26. Mai so, dass Sie alle, die zur Wahl gehen, sowas wie einen Auftragszettel ausfüllen. Das ist ja ein Auftragszettel an das Europäische Parlament, nämlich mach was in die Richtung, die ich ankreuzle. Mach was in die Richtung, setz dich für Politik als Abgeordnete ein in diese Richtung, die ich richtig finde. Und ich denke mal, deswegen soll man auch wissen, wie das Parlament arbeitet. Und dieses Kreuz am 26. Mai sollte nicht ein Kreuz rückblickend in die Vergangenheit sein, als Denkzettel missbraucht die Partei oder jene Partei, der gebe ich einen Denkzettel, sondern es müsste genau andersrum sein, ein Bestellzettel für die nächsten 5 Jahre. Aber erstmal so zu verschiedenen Themenbereichen, in denen wir tätig waren. Und ich möchte jetzt mal ganz bewusst von den ganz typisch Frauenthemen ein bisschen weggehen, nämlich in diese Themen, in die wir beratend agieren. Zum Beispiel Frauen und Handel, Frauen und internationaler Handel. Wir haben eine Positionierung geschrieben zum Thema Frauen und internationaler Handel, Frauen und die großen Handelsabkommen, die jetzt geschlossen werden. Und da ist es interessant, dass bei Hearings, dass bei Anhörungen, aber natürlich auch in Gesprächen zum Beispiel klar auf den Tisch kommt, unsere europäischen Frauen haben nur 11% etwas wirklich direkt damit zu tun, denn nur 11% der ausgeführten Berufe der Frauen hängen in dieser Weise direkt mit dem europäischen Handel oder mit dem Außenhandel zusammen. Es wird natürlich wieder mal deutlich, dass Frauen verstärkt im Dienstleistungssektor tätig sind, verstärkt in Sachen tätig sind, die gar nicht unbedingt so mit dem Außenhandel zu tun haben. Ich möchte es nicht abwerten, aber mal deutlich machen, wo ist denn der Mehrwert beim großen Außenhandel? Wo bleibt der Mehrwert? Kommt er bei den Frauen, bei den Männern gleichwertig an?
Wie ist Außenhandel, wie ist jetzt die großen Handelsabkommen CETA, TTIP, diese Dinge, die in dieser Legislaturperiode auf dem Tisch lagen, wie wären die Auswirkungen auf die Frauen oder wie sind diese Auswirkungen nach Abschluss solcher Abkommen? Wie sind auch die Auswirkungen auf Frauen, zum Beispiel in den Ländern des Südens der Welt, die überhaupt nicht in den Abkommen inkludiert sind, aber die sehr wohl Auswirkungen zu spüren haben? Das bedeutet, dass wir hier natürlich mit einer Stellungnahme in den Handelsausschuss ganz konkret die Sicht der Frauen mit aufnehmen wollen, weil wir es leider oftmals so erleben, dass wir das Gefühl haben, dass in den anderen Ausschüssen die Sicht der Frauen zu kurz kommt. Das ist fast immer so ein bisschen so eine defizitäre Arbeit, nämlich immer das nachzuholen, das in den anderen Ausschüssen zu kurz kommt. Das ist so ein bisschen unser Los, aber das machen wir natürlich ganz, ganz stark. Aber auch Thema Frauen und ländlicher Raum. Die Entwicklung im ländlichen Raum, die sich ja aufzeigt, wir haben dieses Entleeren von ländlichen Räumen, dass sich ländliche Räume vermehrt entleeren, dass mehr in die Ballungsräume gezogen wird, da sind Frauen sowas wie eine Zeigerpflanze. Frauen sind die Ersten, die gehen, wenn ein ländlicher Raum am Kippen ist, wenn ein ländlicher Raum unattraktiv wird, wenn man dort nicht mehr länger bleiben will. Sind es die qualifizierten jungen Frauen, die Ersten, die gehen, die den ländlichen Raum verlassen? So etwas wie eine Zeigerpflanze, wenn man es mal so nennen würde, die deutlich macht, hier stimmt etwas nicht mehr in der Sozialstruktur. Hier stimmt vor allen Dingen etwas nicht mehr in der Struktur der Zukunftsgedanken, die die Menschen in dem ländlichen Raum haben. Und das sind die Frauen sehr, sehr wichtig und als ganz besondere Zeigergruppe wichtig zu erkennen, wenn Frauen Räume verlassen, dann wird dieser Raum nachdrücklich, nachweislich geschwächt in der Zukunft. Diese Dinge auch, unsere Stellungnahme natürlich zu Frauen im ländlichen Raum oder die Frauen und die Krise in Europa. Es wurde von der Vorrednerin schon angesprochen. Die Krise in Europa, und da meine ich jetzt hauptsächlich die Finanzkrise in Europa, ich würde mal sagen, die wurde hauptsächlich von Krawattenträgern verursacht, aber sie wird von Frauen ausgelöffelt. Und sie wird von Frauen hauptsächlich in den südlichen Ländern Europas ausgelöffelt. Sie wird in den Ländern ausgelöffelt, in denen durch die Sparpolitik als allererstes Diktat hieß, alle sozialen Leistungen oder alle freiwilligen Leistungen werden als erstes gekürzt. Und dann muss man immer sehen, wer ist von Frauen oder von Kürzungen im sozialen Bereich, im freiwilligen Bereich am meisten betroffen. Nachweislich. Es gibt Berichte darüber, es gibt Stellungnahmen des Frauenausschusses darüber, dass die Krise weiblich ausgelöffelt wird. Das wollen viele im Parlament natürlich nicht hören. Es ist vielen nicht recht, dass das so deutlich auf dem Tisch liegt. Aber man muss es immer wieder benennen. Extremer Sparzwang, der oftmals undifferenziert über Staaten gestülpt wird. Dieser Sparzwang kommt bei uns Frauen stärker an, als er bei Männern ankommt. Es geht dann um freiwillige Leistungen im Beratungsbereich, freiwillige Leistungen, wenn es um die Kinderbetreuung geht, freiwillige Leistungen im Gesundheitsbereich und. Es bedeutet, momentan zahlen ganz überproportional die Frauen in den südlichen Ländern Europas für die missglückte Krise, die eigentlich Banken, Männer, geführte Banken mit Krawatten verursacht haben. Und das ist Fakt in Europa. Und es ist wichtig, dass dieser Blick auch aus dem Europäischen Parlament immer wieder hier deutlich auf den Tisch kommt. Das Thema Frauen und Robotik, also kurz gesagt Digitalisierung oder das noch ein Stück weiter wirklich das Einsetzen von Robotern. Interessante Debatten zum Thema, warum haben die meisten Staubsaugerroboter weibliche Namen? Naja, das ist jetzt vielleicht auch nicht das Wichtigste, aber die Frage ist, und das wissen wir in anderen Ländern bereits, Einsatz von Robotern, Einsatz von menschenähnlichen Robotern in der Prostitution. Was macht es mit einer Gesellschaft, wenn es am Schluss Roboterfrauen gibt, die nach einem netten Muster zusammengestellt eingekauft werden können? Was macht es mit einer Gesellschaft? Was macht es mit einer Gesellschaft, wenn es vielleicht auch kindgleiche Roboter für die Sexualität gibt, weil es ja dann kein Kindmissbrauch mehr ist, sondern dann wären es ja nur Maschinen. Der Blick auf das Thema Roboting, auch hierzu haben wir natürlich mit einer konkreten Stellungnahme aus dem Gleichstellungsausschuss deutlich gemacht, wir haben hier einen extra Blick, einen besonderen Blick, einen ethischen, einen Werteblick, den wir oftmals auf der anderen Seite des Tisches zu wenig geachtet und zu wenig gesehen empfinden. Thema Frauen und Klima. Also einer der konservativen Männer hat hier den Kopf geschüttelt bei unseren Teambesprechungen. Ein konservativer Mann hat gesagt, so ein Blödsinn, Frauen und Klima, es gäbe da besondere Auswirkungen. Also das Wetter ist doch immer noch für alle gleich, hat er gesagt. Ja, ich meine, wir haben ihm dann schon erklärt, dass Wetter und Klima nicht unbedingt das Gleiche ist, das hat er dann auch irgendwann einmal wahrgenommen. Aber zum Beispiel, ich bin in der Afrika-Delegation zu erkennen, dass Klimawandel sich in Afrika ganz massiv auf das Frauenleben auswirkt.
Dass es einfach nicht für Frauen egal ist, ob ich 3 Stunden zur Wasserstelle gehe oder 4 Stunden, ob ich 2 Stunden brauche, um das Feuerholz für einen Tag zu sammeln oder 5 Stunden brauche, um das Feuerholz zu sammeln. Diese traditionelle Aufteilung, die in Afrika natürlich oftmals im Rahmen der tagtäglichen Arbeiten noch passiert, bringt beim Thema Veränderung des Klimas eine massive Veränderung für die Frauen in Afrika. Es sind Blickwinkel, wo man manchmal denkt, wenn wir sie nicht einbringen würden aus dem Europäischen Gleichstellungsausschuss, wer würde sie einbringen? Vielleicht niemand. Könnte ich noch fortsetzen, da gibt es ganz, ganz viele Dinge, aber natürlich auch die Situation der Frauen in Ungarn. Ich selbst war die Berichterstatterin von dem Bericht Die Lage der Frauen in Ungarn. Es ist hart zu sehen, dass Orban das Wort Frauen überhaupt nicht mehr benutzt. In seinen offiziellen Papieren schon seit 1,5 Jahren nicht mehr benutzt, sondern dass er nur noch von Müttern spricht. Frauenpolitik wird absolut negiert, es gibt ausschließlich Mütterpolitik in Ungarn. Alleinerziehende werden nicht unterstützt, sondern Alleinerziehende werden oft Kinder weggenommen, weil nämlich Armut mit Kriminalität gleichgesetzt wird. Ebenso wie Obdachlosigkeit mit Kriminalität gleichgesetzt wird. Die Sache mit Gender Studies wurde schon erwähnt, das Eingreifen in die Freiheit der Lehre. Das bedeutet, wenn ein Land von der demokratischen Ebene wegrutscht oder weggeschoben wird, dann wirkt sich auch das ungleich auf Geschlechter aus. Ich sage nicht, dass weniger Demokratie nicht auch für Männer furchtbar ist, aber es ist zu erkennen, dass weniger Demokratie in einem europäischen Mitgliedsland als allererst von Frauen ausgelöffelt wird, dass Frauen die Position der Hälfte verlieren und in eine Position der Minderheit geschoben werden, dass Frauen für ein gewisses Weltbild herhalten müssen und dass, wie gesagt, dieser Bereich ausschließlich Mütterpolitik durchzuführen, ein Angriff auf die Weiblichkeit insgesamt ist. Da könnte ich nur ganz viele Beispiele nennen. Ich wollte einfach nur ein paar Dinge erläutern, wie wir als beratender Ausschuss in alle möglichen Themenbereiche von Frauenflucht, Frauenmigration immer wieder den versuchen, diesen weiblichen Blick deutlich zu machen. Wir bekommen da unterschiedlich Gehör. Denn als beratender Ausschuss gibt man zwar Stellungnahmen ab, aber ob der Ausschuss, der verantwortlich ist, dann diese Stellungnahmen auch dementsprechend einbaut, ist dann erst der zweite Schritt. Und da sind wir oftmals einfach dann auch sehr enttäuscht, dass diese Dinge zu wenig dann in die anderen Berichte mit aufgenommen werden. Und wir erleben momentan auch richtige Rückschläge. Rückschläge in Form von, dass wir zum Beispiel am Anfang, Jean-Claude Juncker hat sich am ersten Tag hingestellt und hat gesagt, für ihn gibt es 2 Themen, für die wichtig sind zu arbeiten, Wachstum und Beschäftigung. Und als es dann darum ging, wieder eine Gleichstellungsstrategie für die nächsten 5 Jahre auf den Weg zu bringen, eine Strategie mit einem klaren Aktionsplan, mit einem klaren Monitoringplan und mit Berichten aus den Ländern, die verpflichtend sind, hieß es, brauchen wir nicht mehr. Wir haben jetzt also die Reihe der Gleichstellungsstrategien wurde abgerissen, als Jean-Claude Juncker das Zepter übernommen hat, weil man wohl der Meinung ist, man braucht es nicht mehr. Und das ist ganz, ganz bitter. Das war am Anfang der Legislaturperiode eine ganz, ganz bittere Sache. Es war ebenso bitter, als ein polnischer Abgeordneter offen im Plenarsaal gesagt hat, Frauen würden zu Recht weniger verdienen, denn sie sind ja weniger intelligent und weniger kraftvoll. Er wurde dann gerügt, er musste Tagegelder zahlen, aber die Rüge und die Tagegelderzahlung wurde dann wieder aufgehoben durch ein Gericht. Er darf es sagen. Es ist also anscheinend ein Teil der Meinungsäußerung, zu sagen, Frauen sind weniger intelligent. Und es ist momentan auch bitter zu sehen, dass die MeToo-Bewegung innerhalb des Parlaments, die einerseits ganz gut gestartet ist, jetzt doch so ein bisschen als Bettvorleger gelandet ist, nämlich, dass man leider keine externe Evaluierung hat, dass man leider zu wenig Menschen von außen holt, um ein System, das einfach ein System auch des Machtmissbrauchs innerhalb des Parlaments ist, aufzudröseln und dass die verpflichtenden Schulungen für Abgeordnete abgeschwächt wurden. Es müssen nur noch die Abgeordnete verpflichtende Schulungen machen. Wie gehe ich mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um? Wenn ich glaube, ich möchte einen höheren Posten bekommen, für die normalen Abgeordneten ist es nicht verpflichtend. Wir hätten uns da mehr gewünscht. Das heißt, wir haben auch täglich Rückschritte. Und ein großer Rückschritt insgesamt ist es auch, dass immer mehr wieder, und da waren wir schon weiter, dass Frauenarbeit immer wieder mehr nur defizitär gesehen wird. Als gäbe es den guten Mann und Frauenarbeit ist das, Frauen auf die Ebene der Männer zu heben. Wenn wir das schaffen, dass Frauen genauso gut werden wie Männer, haben wir es geschafft, so glauben manche. Damit wird Frausein defizitär betrachtet. Wir sehen zu wenig in klaren Positionierungen auch des Parlaments, dass Frausein Werte mit sich bringt, Fähigkeiten, Begabungen mit sich bringt, die die Männerseite nicht hat, die aber anscheinend unsere Gesellschaft zu wenig in den Mittelpunkt stellt und zu wenig deutlich macht. Hier würde ich mir deutlich mehr wünschen, dass wir nicht immer nur defizitär betrachtend endlich auch mal so gut werden, endlich auch mal so viel bezahlt bekommen, sondern einfach die Frau sein als sich einfach nochmal in der Wertschätzung anders positionieren. Und ich möchte dann auch schon gleich zum Schluss kommen.
Ja, es gibt Politikbereiche und bei der Wahl geht man zur Wahl, um Politikbereiche, Politikthemen in die Richtung voranzuschieben, für die man selber steht und für die man selber brennt. Aber neben diesen politischen Themen gibt es unbedingt auch den politischen Stil. Es gibt den politischen Stil, der die letzten Jahre wirklich vor die Hunde gegangen ist in vielen Bereichen. Wenn am Schluss wieder die breitbeinige Männlichkeit die Männlichkeiten für Kraft die Füße nicht zusammenbringt, wenn diese breitbeinige Männlichkeit am Schluss wieder in Europa Raum greift, dass man sich den starken Führer in manchen Ländern zurückwünscht, dass man sich den Mann zurückwünscht, der auf den Tisch haut, dass Kompromisse schließen als Schwäche gesehen wird, dass Aufeinander zugehen als Dummheit gesehen wird, dass Solidarität mit Dummheit übersetzt wird. Wenn das Raum greift, verlieren wir mehr als nur Themen in Europa. Wir verlieren einen Stil. Wir können nicht sagen, das ist der feministische Politikstil. Aber was wir auf keinen Fall nicht wollen, ist der maskuline Politikstil. Der Politikstil, wo die Kraft und die Ellbogen gewinnen. Der Politikstil, wo das Vernichten der anderen, das Schlechtmachen der anderen, das Kleinmachen der anderen gewinnt. Sondern wir wollen einen partnerschaftlichen, und das ist auch ein gendergerechter Politikstil. Wir wollen einen Politikstil, und das ist, glaube ich, oftmals, wenn ich so tagtäglich im Parlament bin, bei Themen mal zu verlieren, dann denkt man sich dieses Thema, dann müssen wir es in 2 Jahren nochmal aufgreifen. Da ist noch nicht alles verloren, das greifen wir nochmal auf. Aber Politikstil zu verlieren, da passiert etwas in Europa, das wir in vielen Ländern jetzt wirklich gerade sehen, das wirklich ganz, ganz schwer ist, wieder zurückzuholen. Nämlich die, wie sagt man, die Art, wie man miteinander umgeht, die Achtung auch des Andersdenkenden, der Andersdenkenden, die Achtung vor Minderheiten, die Abwägung der Worte, die man spricht, denn Worte können so viel kaputt machen. Da wünsche ich mir, wie gesagt, das Kreuz am 26. Mai einerseits für die Themen, für die man brennt, aber auch für den Politikstil, den man für Europa sich wünscht. Danke. Ja, ich bin froh, dass Sie im Europäischen Parlament sind. denn wir, Europa, wir sind in Europa. Nein, es hat mich sehr gefreut, Ihnen jetzt zuzuhören, weil solche Frauen wie Sie, die brauchen wir im Europäischen Parlament, die brauchen wir aber auch auf jeder anderen Ebene, denn die Herausforderungen sind enorm. Und das haben wir gehört von Joanna, das haben wir auch gehört von Gabi Bischof und jetzt von Ihnen. Und Sie sind auf einer der europäischen Ebene in einer Institution, die auch sehr männlich ist und deshalb auch mitgestaltet werden muss, sowohl intern, aber auch als von der Politik her. Also ja, viel Glück erstmal. Herausforderungen gibt es in Europa, aber Herausforderungen gibt es natürlich auch in Berlin und da ist die Senatsverwaltung führend im Augenblick mit einem Programm zur Gleichberechtigung das Programm wird geleitet von Frau Gabriele Kemper. Dr. Kemper ist auch sehr europäisch, hat in Spanien studiert und ist seit 1989 beschäftigt mit der Gleichberechtigung und Gleichstellung Politik in Berlin und wird uns jetzt ein bisschen berichten über ihre Arbeit und wie sie diese Herausforderungen jetzt angehen auf der lokalen, auf der Berliner Ebene. Frau Kemper. Ja, vielen herzlichen Dank, Barbara Helferich, für die Einladung in diese spannende Diskussionsrunde. Vielen Dank auch meinen Vorrednerinnen, die ja sozusagen das ganze Tableau der Themen, der Erfolge und der Probleme aufgeworfen haben. Ich habe jetzt die Aufgabe, ein bisschen zurückzugehen auf die Berliner Ebene, auf die kommunale Ebene. Und Frau Helferich hat schon gesagt, ich vertrete das gleichstellungspolitische Rahmenprogramm hier. Ein Programm, was sich im Übrigen sehr an den auf europäischer Ebene ja leider nicht mehr in dieser Form vorliegenden Aktionsprogrammen orientiert hat, als wir es einführten vor inzwischen gut 10 Jahren. Ja, Europa und die Landespolitik ist natürlich ein großes Thema aus der Perspektive der Gleichstellungspolitik. War Europa eminent wichtig für die lokale Ebene
Arbeitsmarktpolitik kann gar nicht genug überschätzt und eingeschätzt werden. Ich sage nur das Stichwort Arbeitsverbote für Frauen, Nachtarbeitsverbot, all solche Dinge, das waren Initiativen, die aus dem europäischen Raum kamen, die vor europäischen Gerichten entschieden wurden, die den Arbeitsmarkt für Frauen in Berlin deutlich verändert haben, verbessert haben, dort Zugänge geschaffen haben. Das ist, glaube ich, wirklich eines der zentralen Felder. Die Kämpfe darum wurden ja vor inzwischen 2 Jahrzehnten ausgefochten, aber das wirkt natürlich nach, das hat Bedeutung bis heute. Ein anderes Thema, was ganz wichtig ist für die Frauenpolitik auch in Berlin, ist die Istanbul-Konvention, die zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen jetzt ja auch vor 2 Jahren von der Bundesrepublik dann auch ratifiziert wurde. Auch das ist für Berlin ganz wichtig, weil die Antigewaltpolitik, viele von Ihnen, die im Berliner Raum aktiv sind, kennen sicherlich einige unserer Programme dessen, was wir tun, was wir als landespolitische Initiative gestartet haben, die Frauenhäuser, die Beratungsstellen, die Interventionsstrategien, all das. Und mit der Istanbul-Konvention stellen wir das nochmal auf neue, auf rechtliche, auf verbindlichere Füße. Auch das ist ganz, ganz wichtig für die Weiterentwicklung in diesem Bereich, der ja nach wie vor eines der zentralen Themen der Frauenpolitik ist, so bedauerlich das ist. Wir haben viele, viele Strategien zur Bekämpfung von Gewalt, aber wir haben die Gewalt noch in keinster Weise in einem solchen Maße eingedämmt, dass wir uns zurücklehnen könnten, ganz im Gegenteil. Einen weiteren Aspekt, den ich ansprechen möchte, auch der für viele Berliner Institutionen der Gleichstellungspolitik ganz wichtig war, der Europäische Sozialfonds. Gerade in der Arbeitsmarktpolitik, aber auch in anderen Beratungsinstitutionen ist dort ganz, ganz viel Unterstützung reingeflossen. Ich möchte hier nur als Beispiel wirklich für viele andere Projekte auch das Berliner Frauencomputerzentrum nennen, eine Einrichtung, die maßgeblich auch von den Mitteln des ESF profitieren konnte und wo für Frauen Weiterbildungsmaßnahmen angeboten werden in dem ganzen Bereich von IT, von modernen sozusagen Technologien, um auch dort Kenntnisse beruflicher Art, aber auch Kenntnisse, greife ich auch gerne auf, was Sie so für viele Bereiche so kurz durchdekliniert haben, der frauenspezifische Blick auf gesellschaftliche Themenfelder, die en gros ja auch bekannt sind im Moment, natürlich die künstliche Intelligenz, die Algorithmen, die sozusagen unser ganzes Leben bestimmen und die angefüttert sind mit Geschlechterstereotypen, all diese Dinge. Also auch da ist so eine Institution wie das Frauencomputerzentrum dann ein Ort, in dem über diese Technologien auch aus Geschlechterperspektive reflektiert werden kann und nicht nur Berufs-Know-how vermittelt wird, sondern eben auch diese gesellschaftspolitische Dimension. Also ganz wichtig, ich habe schon gesagt, das ist ein Beispiel, ich könnte auch noch andere nennen, wie der ESF auch in Berlin sehr förderlich war. Und als letztes möchte ich auch noch anbringen, was sozusagen für meinen Arbeitsbereich natürlich die Arbeitsgrundlage ist. Das Prinzip des Gender Mainstreaming ist ein Prinzip, was auf der internationalen Ebene, dann auf der europäischen Ebene ja auch sozusagen verbindlich festgeschrieben wurde und auch für die Bundesrepublik Deutschland gilt, auch für Berlin. Wir machen hier seit 2002, 2003 Gender Mainstreaming, Gender Budgeting und aus den Erfahrungen mit diesen beiden Strategien ist das gleichstellungspolitische Rahmenprogramm entstanden, weil wir gesagt haben, es reicht nicht, hier etwas zu probieren, da etwas zu probieren, sondern wir brauchen eine flächendeckende Strategie, die alle Berliner Behörden, die Landesbehörden, die Bezirksbehörden und nachgeordnete Behörden umfasst, um genau diesen Blick, wie Sie das so schön geschildert haben, auf alle Politik, auf alle Handlungsfelder eben zu werfen. Was bedeutet denn Geschlecht, wenn ich Arbeitsmarktpolitik mache, wenn ich Wirtschaftspolitik mache, wenn ich in der Justiz tätig bin, wenn ich in der Jugendpolitik tätig bin. Um das voranzubringen, haben wir eben dieses gleichstellungspolitische Rahmenprogramm begründet. Das ist ein Senatsprogramm, das wird auf politischer Ebene beschlossen. Es gibt Steuerungsinstrumente dafür auf politischer Ebene, auf der Fachebene, auf der Arbeitsebene. Es gibt sozusagen auch Mittel, um die Aktivitäten in den Verwaltungen zu unterstützen. Es gibt Gender-Expertinnen und Experten, die wir betreuen, die wir gewinnen und die wir in die verschiedenen Verwaltungen schicken, um das zu unterstützen.
Also das sind alles Maßnahmen, die wir aus dem GPR machen, und ich weise an dieser Stelle auch gerne noch darauf hin, dass wir aus dem GPR heraus ein Leitbild entwickelt haben, Leitbild Gleichstellung im Land Berlin, und dazu eine Kampagne aufgesetzt haben, die seit inzwischen 4 Jahren auch in Berlin viel unterwegs ist und die mit außerordentlich ansprechenden und spielerischen, interaktiven Momenten auch dazu einlädt, über Gleichstellung nachzudenken und einfach auch festzustellen, das hat mit dem tagtäglichen Leben zu tun und ist nicht einfach so ein trockener Bürokratiebegriff, der da sozusagen durchgenudelt wird, sondern das ist mein Leben, was mit Gleichstellung zu tun hat, und das reicht eben über die verschiedenen politischen Ebenen auch durch. So. An dieser Stelle würde ich gerne das Ganze umdrehen. Berlin hat von Europa, hat von Brüssel viel profitiert, das konnte ich, glaube ich, kurz andeuten. Und ich denke, die Krise, die angesprochen wurde, zeigt auch, dass Europa jetzt eben auch Unterstützung braucht. Vor 2 Jahren, als die Briten sich entschieden haben, ich glaube, Sie haben es wahrscheinlich auch gesehen, es waren jetzt überall die Parolen zu sehen, No deal, no problem. Ich glaube, das ist eine große Fehleinschätzung. No deal, big problem müsste es heißen. Und vor 2 Jahren, als diese Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger in Großbritannien fiel, hat sich ja auch die Pulse of Europe Bewegung gegründet, die ja auch gezeigt hat, wir Bürgerinnen und Bürger müssen jetzt sozusagen uns auch dieses Europas annehmen. Das ist nicht nur der Satellit dort irgendwo fernab in Brüssel, das hat mit uns zu tun. Und wenn dieses Europa in die Krise gerät, dann geraten auch wirklich Bestände der Gleichstellungspolitik, Bestände der Demokratie in Gefahr, und darum muss man sich dran kümmern. Wir haben das in der Landespolitik auch durchaus ernst genommen und haben gesagt, das, was wir bisher nicht gemacht haben aus der Gleichstellungspolitik, nämlich uns auch europapolitisch zu vernetzen, das wollen wir jetzt tun. Wir haben also im November letzten Jahres als Land Berlin die EU-Karte für die Gleichstellung unterzeichnet und sind sozusagen jetzt im Aufschwung, auch uns mit den anderen europäischen Kommunen an der Stelle zu vernetzen, auch mit den Berliner Partnerstädten in Kontakt zu gehen, um einfach auch klarzumachen, diese ganze Rollback-Bewegung im Bereich der Gleichstellung, wie sie ja nicht nur auf europäischer Ebene zu beobachten ist, dem wollen wir uns auch mit unseren Partnerstädten, mit den anderen Kommunen entgegenstemmen und dort auch sozusagen, wie auch diese Veranstaltung gemeint ist, durchaus im Werben von Frauen dafür zu sehen, Europa ist gleichstellungspolitisch ein ganz, ganz wichtiger Akteur, und wir haben profitiert und wir müssen diesen Akteur auch stärken. Frauen können nie Alliierte genug haben, um mal diesen für die Frauenpolitik relativ ungewöhnlichen Begriff zu benutzen. Ich finde ihn aber wichtig. Wir haben nicht nur überall Gleichgesinnte, aber wir können uns Alliierte suchen, und ich glaube, das ist auch in der Politik ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ja, ich glaube, ich muss jetzt auch mal langsam zum Schluss kommen, und insofern denke ich, diese Beidseitigkeit ist für uns jetzt erstmal das, was wir in den nächsten Jahren auch verstärkt anstreben werden, und für die Wahlen am 9. Mai wünsche ich natürlich dem Projekt, der Initiative Gender 5+ ganz, ganz viel Erfolg. 100 Jahre Frauenwahlrecht sind nicht genug, wir brauchen da definitiv noch mehr, und in dem Sinne Dankeschön. Herzlichen Dank, Frau Dr. Kemper. Sie haben einen wunderbaren Bogen geschlagen zwischen Europa und der kommunalen Ebene und Europa. Und ein Satz, den Sie gesagt haben, der bleibt bei mir wirklich hängen. Europa braucht Unterstützung, jetzt vor allen Dingen in der Krise, in dem Prozess des Brexits, aber auch der Populismus, der sich in Europa breit macht, ist eine Herausforderung, die angegangen werden muss, die im nächsten Parlament vielleicht sogar sich manifestiert. Und deshalb freut es mich auch, dass ich Frau Triems hier auf dem Podium habe. Frau Triems ist langjährig ehrenamtlich tätig, auf internationaler Ebene, Europaebene, lokaler Ebene, kommunaler Ebene, in der Frauenpolitik. Hat sich sehr eingesetzt im Rahmen des Deutschen Frauenrates,
hat sich eingesetzt als Präsidentin der Europäischen Frauenlobby von 2008 bis 2012, war auf internationaler Ebene tätig in der UNO mit CEDAW und den Weltfrauenkonferenzen, war auf allen Weltfrauenkonferenzen und hat eine enorme Erfahrung. Und diese Erfahrung hoffe ich, dass Sie die jetzt einbringen. Sie, Brigitte, ja, also. Danke, Barbara. Ich werde nicht so viel über meine Erfahrungen reden, sondern über meine Wut. Mich hat niemand gezwungen, mich mit den gleichstellungspolitischen Positionen oder sagen wir lieber nicht gleichstellungspolitischen Positionen rechtspopulistischer Parteien in Europa auseinanderzusetzen, sondern ich habe beschlossen, auf dem Gebiet Menschen aufzuklären, nicht nur Frauen, sondern auch Männer, was sich da abspielt. Joanna und Maria Neuchel haben schon gesagt, Gleichstellungspolitik ist zum Stillstand gekommen, wobei ich reagiere immer nach dem Wort von der Politikwissenschaftlerin Prof. Dr. Sabine Berghahn, die gesagt hat, die Geschichte der Gleichstellung ist ein Ritt auf der Schnecke. Ich finde, das macht sehr deutlich, dass Gleichstellung kein Selbstlauf ist, dass Gleichstellung, das hat Joanna auch sehr deutlich gesagt, immer von den Machtverhältnissen abhängt. Und wir haben gegenwärtig eine Situation, wo vieles, was in jahrzehntelangen Kämpfen erreicht wurde, in Frage gestellt wird. Ich habe mir also vorgenommen, einige dieser europäischen Parteien zu untersuchen. Ich habe mich speziell beschäftigt natürlich mit der AfD, aber auch mit Frankreich, mit Österreich, Großbritannien, Schweden und Spanien und habe voller Erschrecken feststellen müssen, das stelle ich immer an den Anfang meiner Ausführungen, dass ich glaube, dass viele, auch Politikerinnen und Politiker, diese Entwicklung lange unterschätzt haben. Die Freiheitliche Partei Österreichs ist 1956 gegründet worden. Der Front National, jetzt Rassemblement National 1972 und die Schwedendemokraten 1982. Wir haben es also nicht mit einer Tendenz der letzten Jahre zu tun, sondern es wird schon lange auf diesem Gebiet, sage ich mal, gebaggert. Wir haben gegenwärtig im Europaparlament von den 751 Sitzen 153 Rechtspopulisten. Da lasse ich mal die Fraktionslosen weg, da sitzen sogar Neonazis drin, haben wir auch aus Deutschland, NPD, genau. Es gibt Voraussagen, dass mit einem Anwachsen dieser Fraktionen, auch wenn die eine eingeht, weil die Briten dann alle weg sind, wenn sie dann weg sind, dass mit einem Anwachsen gerechnet werden muss. Bei Frankreich und Österreich, die ohnehin schon über 20% hatten, so um die 24%, bleibt es etwa gleich. Aber Polen, die hatten, da muss ich jetzt wirklich mal meine Brille absetzen, dass ich die beiden nicht verwechsele, Polen hatten bei den letzten Europawahlen 7,1% die Rechtspopulisten, wird vorausgesagt eine Steigerung auf 42%. Und bei Italien, die 2014 6,1% hatten, eine Steigerung auf 33,4%. Ich glaube, die beiden Zahlen sprechen Bände. Und ich muss auch dazu sagen, dass es zwei Dinge gibt. Ich sage zum Schluss noch was Positives, aber ich finde, ich reise gegenwärtig auch auf eigene Kosten durch die Bundesrepublik und halte Vorträge zu dem Thema und stelle immer wieder fest, dass hinterher Frauen und Männer zu mir kommen und sagen, um Gottes Willen, das haben wir alles nicht gewusst. Und ich finde, es ist wirklich notwendig, darüber aufzuklären, weil wir haben eine starke Frauenbewegung, das stimmt, und es gibt zunehmend Menschen, die sich wehren, aber ich glaube, man muss sich noch mehr wehren, das ist auf jeden Fall notwendig. Es gibt im Moment die Tatsache, dass sich auch Menschen anderer Kontinente in Europa rumtreiben. Ich meine den, der von der Frankfurter Allgemeinen als Schurke in Europa bezeichnet wurde, nämlich den ehemaligen Berater von Trump, Steve Bannon, der sich also zum Ziel gesetzt hat, die Seele der europäischen Zivilisation zu retten,
indem er mit den Rechtspopulisten zusammenarbeitet, Bündnisse schmiedet und Europa angreift. Und das Zweite ist die Enkelin des Gründers von Rassemblement National Le Pen, Marion Maréchal, die im vergangenen Jahr in Lyon eine Hochschule, eine private Hochschule gegründet hat, in der rechtspopulistische Kader ausgebildet werden, die dann sozusagen sich auch mit konservativen Kräften, die gegen Gleichstellung sind, zusammentut und neue Kader für das Europaparlament schult. Also diese beiden Dinge, denke ich, sind alarmierend für mich. Ich will nicht darüber sprechen, was die Rechtspopulisten alles im Auge haben, das ist hier zum Teil schon genannt worden, aber, und das finde ich auch ganz wichtig, was Sie gesagt haben, dass Sie mittlerweile nicht mehr die EU auflösen wollen, sondern sie grundlegend reformieren. Die AfD will eine europäische wirtschaftliche Interessengemeinschaft gründen. Marine Le Pen in Frankreich will eine Allianz der Nationen gründen, ohne im Konkreten zu sagen, was das bedeuten soll. Was ich ganz besonders schlimm finde, einige dieser Parteien geben auch zu, dass Frauen diskriminiert werden. Also im Parteiprogramm und im Wahlprogramm der Freiheitlichen Partei Österreichs ist gesagt worden, wir müssen Frauen vor Diskriminierung schützen, aber die Diskriminierung wird immer als Folge der Zugereisten angesehen. Also in unseren Ländern gibt es keine Gewalt, die von sogenannten Einheimischen ausgeht. Es sind immer die Fremden, die Frauen diskriminieren, die an Frauen Gewalt ausüben. Und das finde ich ganz schlimm. Das zweite Problem, was mich wirklich total schockiert, ist die gesamte Familienpolitik. Also Frauen- und Gleichstellungspolitik kommt nirgends vor. Es wird immer eingeordnet in die Familienpolitik. Das ist auch schon angeschnitten worden, wobei ich wirklich brisant finde, dass man von einer jahrhundertelangen traditionellen Familie spricht, die eigentlich erst seit dem 19. Jahrhundert in dieser Form existiert. Und dort ganz deutlich, Frauen sind Mütter und Männer sind Ernährer. Und Frauen werden von einigen dieser Parteien dafür verantwortlich gemacht, dass in vielen Ländern die Arbeitslosigkeit noch so hoch ist, weil sie Männern die Arbeit wegnehmen. Das kennen wir aus der Wendezeit, wo die Ostfrauen sozusagen dafür kritisiert wurden, dass sie den Männern die Arbeit wegnehmen. Und das Zweite ist, die Frauen sind dafür verantwortlich, dass Kinder kriminell werden, weil sie nicht zu Hause bleiben und sich um die Erziehung der Kinder kümmern. Das finde ich also wirklich auch ganz furchtbar. Und weil Frau Dr. Kemper Gender Mainstreaming angeschnitten hat, eines meiner Lieblingsthemen, alle, die hier im Saal sitzen, wissen, Gender Mainstreaming ist eine Strategie, um gesetzliche Vorhaben daraufhin zu prüfen, welche Auswirkungen haben sie auf Männer und Frauen. Nein, die Freiheitliche Partei Österreichs hat also festgestellt, der Ursprung von Gender Mainstreaming liegt im Wesen der marxistisch-leninistischen Kaderpartei, in der die revolutionäre Avantgarde die Struktur für den Klassenkampf der unbedarften Masse vorgibt. Und die revolutionäre Avantgarde in diesem Falle ist die feministische Bewegung und die gibt die Struktur für den Geschlechterkampf vor. Also ich weiß nicht, ob die nicht richtig gelesen haben, was Gender Mainstreaming ist, aber ich spare Ihnen weitere Zitate. Da wird sogar verglichen damit, dass Gender Mainstreaming die Fortsetzung des Zweiten Weltkrieges ist. Also wirklich ganz schlimme Positionen, die man einfach kennen muss, um zu wissen, was da passiert. Gegenwärtig, glaube ich, ist das größte Problem, das will ich abschließend noch sagen, wir haben in der Europäischen Union mittlerweile 9 Regierungen, in denen Rechtspopulisten sitzen. Und 2 Beispiele sind für mich Österreich, weil dort gerade Frauenrechte abgebaut werden. Frauenhäuser werden als Unfug bezeichnet, die Zuwendungen für Frauenhäuser werden komplett gestrichen. Genauso die Zuwendungen für Organisationen, die Familienplanung betreiben. Erlasse wie zum Beispiel Gleichstellung als Unterrichtsprinzip in den Schulen werden abgeschafft. Und das jüngste Beispiel, was mich auch sehr schockiert hat, und ich bin dankbar, dass Joanna auch darauf hingewiesen hat, dass in Spanien große Demonstrationen waren. Sie werden alle mitbekommen haben, dass die neue rechtspopulistische Partei in Spanien, die noch nicht so lange existiert, Vox, bei den Regionalwahlen in Andalusien auf Anhieb 11% geholt hat.
Und in den Regierungsverhandlungen mit den Konservativen und den Liberalen in Andalusien hat diese Partei 3 gravierende Forderungen aufgestellt. Abschaffung des Gleichstellungsgesetzes, Abschaffung des Gewaltschutzgesetzes und Abschaffung des Gesetzes zum Schutze von Minderheiten. Gott sei Dank sind sie mit diesen Forderungen nicht durchgekommen, aber es ist wie mit dem Kollegen aus Polen. Wenn man einmal so etwas auf die Tagesordnung setzt, muss man sehr hellhörig werden. Ich bin sehr froh, dass ich einen kleinen Beitrag leisten kann, um Menschen darüber aufzuklären, wie schlimm es ist, was da passiert. Aber ich bin auch froh, dass der Widerstand wächst. Es gibt zahlreiche Aktionen, sowohl auf europäischer Ebene als auch hier im Lande und in den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, weil ich denke, wir haben die Kraft, uns denen zu widersetzen. Und wenn wir alle richtig stimmen und alle unsere Freundinnen, Freunde, Bekannten, Familie, alle, die wir kennen, auffordern, das Kreuz an der richtigen Stelle zu setzen, können wir es vielleicht noch verhindern, dass diese Kräfte die Mehrheit im Europäischen Parlament bekommen. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank, Brigitte. Wir alle haben ein vages Gefühl gehabt, was das bedeutet, Rechtspopulismus. Ich glaube, Frau Triens hat uns gerade gesagt, was das wirklich bedeutet und heißt, real in vielen Ländern. Nicht nur, dass es rechtspopulistische Parteien gibt, aber auch, dass die eine Unterstützung haben, die unsere Frauenrechte bedroht. Und ich danke dir, Brigitte, dass du das so klar ausgedrückt hast. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit und ich würde ganz gerne das Publikum einladen, Fragen zu stellen, Kommentare, bevor wir uns dann in die Pause begeben. Ich sehe hier vorne, und wenn Sie sich bitte vorstellen können, Dankeschön. Ja, guten Morgen, Monika Christian aus Frankfurt, Stadtverordnete für die Linke. Wir haben in Frankfurt, ich glaube in München ist das auch der Fall, Berlin weiß ich jetzt nicht, ganz starke Umtriebe von militanten katholischen Abtreibungsgegnern, die pro Familia Frauen belästigen, wenn sie zur Zwangsberatung gehen wollen, und 160 Jahre inzwischen Paragraph 218 und durch die Nazis eingeführter Paragraph 219a. Wir müssen wieder wahnsinnig um schon Erreichtes kämpfen, dass wir das überhaupt behalten. Und mich würde mal interessieren, wie das auf europäischer Ebene diskutiert wird. Also wir haben das ja in verschiedenen Ländern, dass das Recht auf die körperliche Selbstbestimmung stark eingeschränkt werden soll. Und wir haben ja auch mit dem Lissabon-Vertrag damals die sogenannte Moralklausel reingekriegt, die Polen und Malta reingebracht haben als Verhandlungsmasse, damit man auf mehr Stimmenanteile verzichtete, zumindest was Polen angeht. Irland hatte sowas Ähnliches auch schon, und ich glaube, das hat jetzt auch ganz negative Auswirkungen. Also der Kampf um die körperliche Selbstbestimmung bei Schwangerschaften ist ein ganz großer. Wir hatten jetzt gerade am Internationalen Frauentag noch letzte Woche in Frankfurt die Instrumentalisierung des Frauentages. Da ist nämlich Heidi Mund aufgetreten, das ist die Organisatorin von Fragida, das ist sowas wie Pegida, und die aufgefordert hatte, dass alle Frauen in Trauerkleidung kommen sollten, weil sie die Opfer sind, die Gewalt von Einwanderern. Also sie hat das wieder auf die Einwanderer zurückgeführt. Also diese Debatte um die körperliche Selbstbestimmung, das würde mich mal interessieren, was da jetzt gerade passiert. Und Parität, ja, ist natürlich total wichtig, aber wir hatten ja einige Jahrzehnte auch Fahrpläne für die Verwirklichung der Gleichstellung, und ich habe das vorhin so verstanden, dass da jetzt gar nichts passiert, aber es gibt ja sicherlich auch Widerstand von Frauen, und da hätte ich gerne mal gewusst, was dann passiert. Danke. Herzlichen Dank. Ich würde ganz gerne mehrere Beiträge sammeln, wenn noch andere Beiträge sind. Jetzt, ja. Und wenn Sie sich kurz vorstellen können. Mein Name ist Hiltrud Breyer. Ich war seit 2 Jahrzehnten im Europäischen Parlament, dort auch im Ausschuss für die Gleichstellung der Frau. Ich schließe mich natürlich dem alles an, was gesagt worden ist, die Errungenschaften, die Defizite, die noch da sind. Nur ich möchte auch eine kritische Anmerkung machen.
Ich finde und wir alle wissen, dass die Rechte und die Gleichstellungsrechte natürlich sehr nach vorne gebracht worden sind, weil wir auch eine Wirtschaftsgemeinschaft sind, also im Bereich Arbeitsrecht, Wirtschaft etc. Was mir heute ein bisschen fehlt, und deshalb bin ich auch dankbar, dass Sie das mit dieser Populismusdebatte auch eingebracht haben, ist, dass so ein weißer Fleck ist, wenn es um die Rechte von Migrantinnen geht. Ich nehme mal nur ein Beispiel. Wir haben erneut keine Möglichkeit, keine Kampagne, dass in Grundschulen, wir reden über Grundschulen, Mädchen Kopftücher tragen. Das ist für mich eine Sexualisierung dieser Mädchen. Das ist ein Unding in der Europäischen Union. Wir diskutieren auch leider in Berlin nochmal das Kopftuch in öffentlichen Verwaltungen oder im öffentlichen Raum, also Schulen etc., was ich so schade finde. Ich habe selbst mal Anträge dazu eingebracht, als es um die Schutzrechte von Kindern ging. Fehlanzeige, es hatte keine Mehrheit. Wir haben auch in anderen, wir wissen, dass Scharia-Gesetze zunehmen, die Zwangsehen, weibliche Genitalverstümmelung, nichts in diesem Bereich. Und das stimmt mich wirklich sehr traurig und ich finde es schade, dass wir all diese Debatte so, naja, wir sind die Guten, da ist Orban und dann sind die Rechte. Wer hindert denn die Europäische Gemeinschaft in diesem Bereich, gerade jetzt, wo wir es brauchen, da wirklich mehr zu machen? Und der zweite Punkt ist auch wir haben in den Mitgliedstaaten Beispiele. Wir haben in Deutschland ein Steuersystem, was natürlich die Frauen quasi oder den Männern Anreize gibt, wenn die Frau zu Hause ist. Also klar, das sagt Orban, das kritisiere ich auch, nur auch da könnten wir so viel mehr machen. Und allerletzter Punkt, ich habe mich gefreut, ich habe das auch gemacht, Frauen im Außenhandel, gut und schön. Aber gucken wir uns mal die Zahlen an mit Frauenhandel in der Europäischen Union. Wir haben gar nichts bewegt in den letzten Jahrzehnten. Und auch da müssen wir uns die Frage stellen, warum gehört das nicht auf die politische Agenda? Ist es nicht wirklich, dass wir da keinen Zentimeter vorangekommen sind, wirklich auch ein Armutszeugnis, dem wir uns stellen müssen? Danke. Gibt es noch Beiträge? Gut, dann würde ich sagen, das Panel hier einladen, zu den Kommentaren vielleicht Stellung zu nehmen. Frau Neuchel, möchten Sie? Ich würde gerne Stellung nehmen zu dem Thema körperliche Unversehrtheit oder körperliche Selbstbestimmung. Ja, ich denke mal, da muss man sehen, was rundherum passiert. Was war in Spanien? Große Demonstrationen zum Thema Recht auf Abtreibung, ja oder nein. Was war in Polen? Große Demonstrationen. Die schwarzen Montage in Polen, das sind wir auch sehr unterstützend mit den Polen dabei gewesen, um zu demonstrieren, dass die Verschärfung nicht kommt. Die Verschärfung in Polen ist momentan aufgeschoben, sicher nicht aufgehoben. Sie ist momentan aufgeschoben. Können uns aber nicht wirklich freuen, denn die Fakten oder die tagtägliche Situation der Frauen in Polen ist, dass es zwar rechtlich noch erlaubt ist, Abtreibungen durchführen zu lassen, aber man findet keinen Arzt oder keine Ärztin mehr. Das bedeutet, wir haben wirklich immer, vielleicht haben wir genau deswegen zwei Augen, dass wir auf die rechtliche Situation auf der einen Seite blicken können und mit dem zweiten Auge auf die tatsächliche Situation blicken können. Es gibt also die Möglichkeit manchmal zu verhindern, dass rechtlich sich was ändert. Das konnte man in Polen noch verhindern, obwohl die Kirche ganz massiv dafür gekämpft hat und natürlich auch die Konservativen in Polen gekämpft haben, dass Abtreibung verboten ist. Aber wir konnten es leider nicht, und da stehen wir wirklich baff daneben, wir konnten es nicht verhindern, dass die tatsächliche Situation, nämlich dass es das Durchführen in der Praxis einfach nicht mehr gibt, weil die Ärzte und die Ärztinnen in den Kliniken immer mehr verpflichtet werden zu unterschreiben, dass sie es nicht tun. Und das mehr oder weniger ein Einstellungskriterium ist, du kannst als Arzt in Polen nur arbeiten, wenn du deine Ehrenerklärung abgegeben hast, dass du nicht an Abtreibung mit beteiligt bist. Und das bedeutet ein Aushöhlen auf einer nicht rechtlichen Ebene, sondern auf einer, ich möchte mal sagen, zwischen den rechtlichen Ebenen, eine Situation, die für uns ganz schwierig ist und die wir aber auch in Deutschland haben. Genau die gleiche Situation haben wir in Deutschland, deswegen sage ich als SPD-Frauenvorsitzende auch immer wieder, wir bräuchten eine Verpflichtung für kommunale Kliniken, wir bräuchten eine Verpflichtung für Kliniken, die öffentliches Geld bekommen, dass sie die
Dienstleistung Schwangerschaftsabbrüche stellen müssen. Wir wissen, dass wir auch in Deutschland niemand verpflichten können. Wir können nicht die einzelne Ärztin oder den einzelnen Arzt dazu verpflichten, aber wir können Kliniken dazu verpflichten. Das heißt, dass Kliniken dann bei der Ausschreibung dementsprechend Frauen oder Männer suchen, die dann im gynäkologischen Bereich das wirklich auch sachlich richtig und gut durchführen können. Hier ist eine extreme Beißhemmung da. Hier hat man momentan das Gefühl, bitte dieses Thema nicht auf den Tisch, weil man Sorge hat, dass es dann nach hinten losgeht. Es ist nicht der Gedanke da, wir werden die Mehrheit bekommen, wenn wir dafür streiten, sondern es ist der Gedanke da, dass 218a am Schluss nicht mehr als Kompromiss besteht, weil sogar noch verschärft wird. Vielleicht haben wir dort teilweise zu wenig Mut. Vielleicht haben wir aber auch die Sorge zu Recht, dass wir merken, dass momentan ein Klima sich breit macht, um die großen Dinge anzugehen. Die Sorge ist, dass es dann am Schluss eigentlich nach hinten losgeht. Aber das soll Ihre Aussage nicht irgendwie schmälern. Sie haben recht. 219a wird abgeschafft und zwar sofort. Ich bedauere das auch. Ich bedauere auch, dass es zu diesem Kompromiss gekommen ist. Meine Position als Vorsitzende der SPD-Frauen ist ganz klar, jeder Tag länger ist schlecht, also abschaffen so bald als möglich. Das ist ein alter Nazi-Paragraph, der hier überhaupt nichts zu suchen hat. Und vor allen Dingen ist der Paragraph immer wieder falsch gedeutet, nämlich wenn es um Werbung geht. Es ging nicht um Werbung, es ging immer um Information. Aber gut, das ist wieder eine ganz andere Debatte. Das heißt, rechtlich können wir das eine oder andere noch aufhalten, aber de facto sehen wir Einschränkungen in fast allen Ländern. Und was sagt die KOM denn dazu, die Kommission? Die Kommission, ich habe es vorhin schon gesagt, die Kommission ist mitverantwortlich, dass wir keine Gleichstellungsstrategie mehr bekommen haben. Die Kommission hat aus der Strategie, die einen klaren Arbeitsplan, einen klaren Actionplan und einen klaren Zeitplan mit Evaluierung aus den Mitgliedsländern, mit verpflichtender Evaluierung, aus dieser Strategie hat die Kommission ein strategisches Arbeitspapier gemacht, hat nur 2 Wörter vertauscht, aber diese 2 Wörter sind ganz maßgeblich. Jetzt kann ein Mitgliedsland das Thema Gleichstellung wieder in den Schubladen legen und hat 5 Jahre Ruhe. Weil 5 Jahre von der Kommission nicht mehr erwartet wird, dass es Rückmeldungen gibt, dass es Zwischenmeldungen gibt, dass es Abfragen nach dem Stand gibt. Man hat die Strategie vernichtet und hat sie zu einem strategischen Arbeitspapier degradiert. Und das bedeutet, dass eigentlich keine durchgängige Abfrage auch mehr der Fortschritte in Sachen Gleichstellung passiert. Und da kann ich nur sagen, wenn von 28 Kommissare 20 Kommissare schwarz-gelb sind, nur 8 Kommissare rot sind, kein einziger Kommissar grün ist, muss man einmal sagen. Die Kommissare drücken ja die Mitgliedsländer aus und das nächste Mal werden wir vielleicht 20 schwarz-gelbe Kommissare haben, vielleicht nur noch 4 rote Kommissare und dafür 3 braune Kommissare, um dann auf die 27 zu kommen. So ist die momentane Situation und so ist auch die Kommission. Dann möchte ich die beiden Fragen und Kommentare nochmal weiterreichen und vielleicht auf die andere Seite zu Joanna gehen. Gebe dir. Thank you. Right, thank you very much. What the populist parties on the rise in Europe are doing and saying about women's rights and gender equality is terrifying and it is dangerous, and I don't want to trivialize that. But you're absolutely right. Those who've been in power for the last 10, 20 years have not done enough, have not taken women's rights seriously enough. The European Commission currently is not run by populists, but they decided, and they chose not to have a political strategy for women's rights, not to put that at the centre of their agenda. Women's rights and gender equality has been consigned to a footnote, and now we are paying the price. So we can't hide behind the populists, I think is the first thing I want to say. Our centre, our mainstream governments for the past 15 years have pursued a kind of dogged ideological support for a neoliberal economic agenda, which has been at the price of women. Austerity was a choice that Europe took, a path that Europe took, which has been disastrous. That was not taken by populists. So I think we have to be careful not to hide behind the populists, but we need to be bold. And that goes for how we organise our tax systems, our public spending systems, and look at those much more from the real impact on real people, including women who are half the people. That includes our rights to abortion and sexual reproductive health and rights. In Europe, the right to abortion in Poland has been restricted for 25 years now. The populists have only been in power for the last 7 or 8.
the abortion rights in Northern Ireland in the United Kingdom, which I'm kind of classing as a populist state now, but wasn't for the last 50 years. There is no right of access to abortion in Northern Ireland, which is part of the United Kingdom, or in Malta, which has a Labour government. So I think we need to be much stronger on these issues. We need to be bolder. We need to be courageous, I think, as you said, Maria, about our demand. We need to be loud. We need to be united. I think we have seen signs of hope, though. Who could fail to be inspired by the referendum in Ireland last year? The images of hundreds of women and their allies returning home with their wheelie suitcases to vote. The overwhelming majority in support of care, compassion and change in Ireland. And so the thing I wanted to say from my side is, it was said earlier that if the populists take the 4th place in the European Parliament elections, that they will control the European agenda for the next 5 years. How can we say that when we must also take control? We need to learn from them and take control of the agenda, even if it's from a minority position. We are the majority as women. We need to mobilise women for Europe, but we need to show that Europe is for women. So if they could control the European Parliament from the margins, I think we should control it from the centre and the margins in a different kind of vision. I think we need a strong feminist caucus in Europe. We need the women in the European Parliament to unite across party lines to not just defend women's rights, but to secure and advance on women's rights. We need to organise and demand a ministerial meeting every year at least of the ministers responsible for women's rights and gender equality in the EU. They have not had a full meeting since 2011, and that is not the fault of the populists either. The sports ministers in Europe meet 4 times a year formally. This is how women's rights have been pushed down the agenda. So let's organise a caucus of the women in the European Parliament, of the women running cities across Europe, of the women in government across Europe, of the women in trade unions and civil society, and let's be bold, courageous and loud together and unite behind a vision of a feminist Europe. Ja, Barbara und ich haben vor 2-3 Jahren zusammen einen Artikel geschrieben über den Stand der Gleichstellungspolitik in Europa und haben den überschrieben, Sisyphos war eine Frau. Und ich glaube, das Bild, dass wir diesen Stein, den Berg immer wieder hochrollen, aber das auch kraftvoll tun, ist ganz gut, und dass wir festgestellt haben, dass wir in den letzten 10 Jahren Stagnation haben. Also wir haben trotzdem gerollt, aber ob man Stagnation hat oder Rückbau, ist ein Unterschied. Und wir wollen beides nicht. Wir wollen weder in diesem Zustand der Stagnation verharren, noch wollen wir es zulassen, dass man die Rechte, für die wir hart gearbeitet haben, jetzt wieder geschliffen werden. Und deshalb ist es umso wichtiger, eben hier auch eine breite, neue Bewegung auf den Weg zu bringen. Und wir werden das nur so aus diesem Bündnis von Zivilgesellschaft und Frauen in der Politik und auch Männern zusammen schaffen. Also ich bin ja im Haus der Zivilgesellschaft, im Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss, und ich sehe, dass es bei vielen so ein Gefühl dazu gibt, dass wir wirklich an einer entscheidenden Umbruchstelle hier sind. Und dass eine gerechte Gesellschaft, das wissen auch viele Männer, ohne Frauenrechte gar nicht machbar ist. Und deshalb ist es wichtig, dass wir über die Wahl hinaus, die Wahl wird ein entscheidender Punkt sein, ob das noch härter wird, den Stein da hochzurollen, oder ob man Gewicht dagegen stemmt und uns sozusagen unter diesem Stein zermalmen will, aber ob wir es schaffen, wirklich eine breite Bewegung zu initiieren. Und deshalb sehe ich immer noch diesen Titel Frauen bewegt, dass wir zusammen hier wirklich in den nächsten 5 Jahren was bewegen müssen. Und ich will nochmal zu dem Punkt von Hiltrud Breyer sagen, ich denke, einer der wesentlichen Änderungen, die wir in Angriff nehmen müssen, ist nach den Debatten über Intersektionalität, dass wir uns dem Thema Mehrfachdiskriminierungen
viel stärker widmen müssen, dass es nicht nur entscheidend ist, ob ich eine Frau bin, sondern ob ich eine Frau bin mit Behinderung, eine Frau mit Migrationshintergrund, eine Frau, die aus einer Arbeiterfamilie kommt oder LGTB-Frau ist, dass wir hier wirklich uns diesem Thema stellen und hier auch zu neuen Antworten kommen und hier auch ein Update in der europäischen Antidiskriminierungspolitik hinkriegen. Danke Gabi. Ich möchte das Wort gleich weiterreichen an Frau Dr. Kemper, weil wir sind ziemlich spät im Augenblick. Frau Dr. Kemper, ein Abschlusswort. Ja, vielleicht noch kurz zu den beiden Fragen. Ich denke auch die Frage des Schwangerschaftsabbruchs hat uns nochmal in Deutschland sehr stark vor Augen geführt, dass im Grunde Frauen nach wie vor nicht als vollwertige Bürgerinnen dieses Landes angesehen werden können, in dem Maße, in dem sie nicht eigenständig darüber entscheiden können, dürfen und auch die entsprechenden Möglichkeiten dann vorfinden, ob sie eine Schwangerschaft austragen oder nicht. Ich denke, da ist Deutschland auch in den letzten Jahrzehnten, wir waren ja alle ganz froh über den Kompromiss damals in den 90er Jahren, das hat zu sozusagen einem irgendwie geht es Zustand geführt, aber die Debatte jetzt hat uns gezeigt, dass dieses grundsätzliche Moment von Gleichstellungspolitik einfach sich noch nicht durchgesetzt hat und dass wir da wirklich noch harte Bretter zu bohren haben. Der Gegenwind aus Europa ist auch da, aber da setze ich auch wirklich auf die Gemeinschaft. Zur Frage der Rechte von Migrantinnen, ich denke, das ist ja ein Bereich, der wirklich sehr, sehr konfrontativ auch in der Gesellschaft diskutiert wird. Aus der Berliner Erfahrung mit unseren Anti-Gewalt-Programmen wissen wir, dass es natürlich auch Gewalt von migrantischen Mitbürgern gegen Migrantinnen gibt, dass es in den Communities auch große Probleme gibt, was die Selbstbestimmungsrechte von Frauen angeht. Das ist in der deutschen Gesellschaft nicht anders, aber wie bei jedem Gewaltproblem, ob jetzt in der Odenwaldschule oder in der katholischen Kirche oder eben auch in traditionell islamisch geprägten Gesellschaften, gibt es dort eigene Begründungszusammenhänge und Rechtfertigungszusammenhänge für Gewalt, die sehr schwierig anzugehen sind. Die Hilfeprogramme in Berlin, die wir haben für die Opfer von Gewalt, sind, ich denke, wirklich das Beste, was wir auch leisten können. Aber natürlich braucht es auch eine offene Diskussion darüber, wie bei allen anderen Formen von Gewalt auch die Gewalt, die sich eben spezifisch in migrantischen Communities entwickelt, so diskutiert werden kann, dass sie eben nicht rassistisch ist, sondern dass sie im Sinne der betroffenen Frauen und Kinder auch positiv geführt werden kann. An der Diskussion haben wir, glaube ich, noch genauso dicke Bretter zu bohren. Ich sollte auch noch ein Schlusswort zur Europäischen Union und zu den Wahlen sagen. Ich habe es vorhin schon gesagt, 100 Jahre Frauenwahlrecht haben wir gefeiert und es ist einfach nicht genug. Wir müssen weiter feiern und weiter kämpfen und haben, glaube ich, wahnsinnig viel zu tun. Und ich freue mich über die Bewegung, die wir hier auch am 8. März in Berlin gesehen haben. Da kommt was, da ist ein Momentum. Ich glaube, dass viele Frauen, gerade die jüngeren Generationen, die merken, wir sind gut ausgebildet und jetzt fällt uns das alles wieder auf die Füße, dass die sich das auch nicht mehr bieten lassen und dass da wirklich ein neuer Aufschwung kommt. Bitte, ein Abschlusswort. Ganz kurz. Für mich, ich glaube für euch alle, sind Gleichstellung und gleiche Rechte kein Frauenproblem, sondern es ist ein gesellschaftliches Problem. Und ich glaube, wir müssen Bündnisse schmieden, Allianzen schmieden, um gemeinsam, alle diese rechtspopulistischen Parteien sind männerdominiert. Die AfD hat 30 Kandidaten aufgestellt, darunter sind 5 Frauen. Können wir viele Beispiele anführen. Das heißt, wir müssen Verbündete auch bei unseren männlichen Mitbürgern finden. Und ich freue mich, dass ich abschließen kann mit einem Zitat, was ein bekannter Schauspieler gesagt hat, also ein Mann, das für mich sehr symptomatisch ist. Er hat gesagt, Frauen sind für 2/3 der gemachten Arbeit verantwortlich. Trotzdem verdienen sie nur 10% des Gesamteinkommens und besitzen nur 1% vom gesamten Eigentum. Frage, sind wir also gleich? Antwort, bis die Antwort Ja heißt, dürfen wir nicht aufhören zu fragen.
lasst uns in diesem Sinne handeln. So, jetzt bedanke ich mich bei den Rednerinnen, bei diesem Panel. Joanna Maycock, herzlichen Dank, Gabi Bischof. Viel Glück bei den Wahlen. Frau Dr. Kemper, herzlichen Dank für die Unterstützung und für die kommunale Perspektive. Brigitte Triems, herzlichen Dank für die Informationen und Frau Neuchel, herzlichen Dank für die Arbeit, die Sie bisher gemacht haben und die Sie machen werden. Und ich freue mich jetzt, Sie einzuladen zu einer Kaffeepause, die allerdings, wenn die Übersetzerinnen und Übersetzer damit einverstanden sind, weil die leisten fantastische Arbeit, nur 15 Minuten ist, weil wir sind ein bisschen spät und dann übernimmt meine Kollegin Frau Tachminzis das zweite Panel und hinterher haben wir dann noch einen Imbiss, der vom Europäischen Parlament zur Verfügung gestellt wird. Wir haben also viel Zeit zum Networking und abgestellt. 15 Minuten, danke.
we are running. We're running a little bit late. I'm Joanna Taklitzis from Gender 5+. I'm happy to welcome you back to this second session of our meeting today. We have heard a lot about the situation in Europe, how women's rights has been supported within the EU framework, but what still needs to be done, and on the questions of inequalities that exist at all levels. Please don't yes, we have one more speaker coming, yes. Yes, we have a delay from our speaker, Franziska Brandner, who is held up in the Bundestag in a vote, but she will be coming shortly. We'll have to come really. To start this session, we are going to look at more closely what women want from Europe, the European Parliament, especially after the elections, and the European Commission over the next 5 years. We want more women in Parliament, we want more women to vote, but we want women, as has been said before, to take up feminist positions and issues related to women, not just women for the sake of it. In fact, but to start this session, I will call in a moment on Alasne Irigoyen to present a report that Gender 5 has prepared towards parity democracy in Europe. This report, a paper copy in German is outside, but this report exists in English, French, German and Greek online on our website. But if you do want a hard paper copy, it's there. And I just wanted to introduce the session by saying that why has Gender 5 as a feminist, European feminist think tank taken on the issue of parity, democracy? Because, and to do that, I will just give you a little quote from Eliane Bogopolsky. She was a Belgian lawyer, a pioneer in developing legislation for women's equality at European level. And she has said the following for the interpreters, it's on page 3 of the report. The construction of the right to equality as it has been developed so far is difficult to implement because it is subject to legal systems created without women. If parity representation is recognized to be a necessary condition of democracy rather than a remote consequence, then the rules of the game and social norms will have to change. This could radically transform society and allow for real gender equal relations. I think it's really critical that parity, democracy is at the center of our demands. And I would like now to kick off this panel by asking Alasne Irigoyen from Spain, who wrote this study for Gender 5+ to present it to us. She is the latest addition to Gender 5+ membership. She is a researcher at the university in Spain, and she is also a member of Young Feminist Europe. Thank you. Thank you, Joanna, for your nice introduction. And I would like to start by thanking Gender 5+ and the organizers and the supporters of this event. Special thanks to Barbara Helfrich, who has been working hard for making this event happen. So thank you first of all. It's a pleasure for me to be here with you and also to share the panel with these ladies. Also the first panel was very good in my opinion. So I'm happy to be here with you and be able to contribute to this debate. So as Joanna said, I'm a researcher at the University of the Basque Country, and also I have published and writing the report of Gender 5+. Just for your information, Joanna said it, but Joanna, I just want to show it. You have it in the entrance, okay? This one, the blue one. So I need to say that this report has been done by me, but also collectively, because I have had the advice and the input of all the members of Gender 5+, who have a lot of experience in the European Union policy making. So I want also to acknowledge that. And thank you to the translators
who have done an amazing job translating this report into different European languages so that we can spread the word and put the issue of gender equality at the heart of the debate of the elections. Let's see if this works. It doesn't work here. Let's see. Yeah, great. So this is the report, and in fact it has 4 parts. First of all, the paper tries to address why parity democracy is important to the European Union. And this is so for many reasons. Today we have talked about some of them, but it is fundamental to stand with European Union's values, to strengthen our own democracy, even we could say to save it somehow. And of course because of the strategic gains that it can have. The second part talks about why are the European Union and parity democracy important also for women's rights, especially. We have already said how many things the European Union has done to foster women's rights, but also we acknowledge the points where we need to improve. The third part addresses why, what is the state, let's say, of gender balance in the European Union, in the whole decision-making bodies, not only in the Parliament, but in the Commission and other institutions. And I don't know where I need to focus this. It's over there. Yeah. Okay. Thank you. And part 4 focuses on the challenges and opportunities that we have for the upcoming elections. So we have talked about the far right, of course, but there are many other challenges too. For example, the persistence of gender stereotypes and gender roles in people's minds. In fact, 2 years ago, at the end of 2017, we had the results of the special Eurobarometer on gender equality, and it had some really surprising results about what people think that men and women should do. So I really would encourage you to go through the report and go and see those details. At the end, we have a list of recommendations with special attention to the European elections in May. And this is an open list, it's not non-comprehensive. So the inputs that we get from you today, we could also take them into account and try to expand those recommendations to foster gender equality. Yes, thank you. So, for me, the first thing that we need to do is to try to understand why are we talking about this. And the question of this panel is, what do women expect from Europe? I think this is a too broad question, and we should ask all women individually, right, to know what they want exactly. But of course, the topic of today is gender equality, and we see that we are not yet. So this is one of the main domains that we need to have in mind. The European Parliament elections in May are very important, we have talked about this, but in particular for 3 reasons mainly. First, because women, someone said it before, tend to vote less than men, and also the Eurobarometer results show that they are less satisfied with the European Union and also less interested in the European Union than men. So we need to ask ourselves why is this so and what can we do about it. Second reason is because, of course, women are still so underrepresented in all the European Union decision-making bodies. And third, because gender equality has never been a political priority. So we need to make gender equality the first political priority within the European Union and in the member states. So I think we need to understand what's the history, but here I put her story, right, of
democracy in Europe, because in Europe we proud ourselves of having very strong, ancient and solid democracies. But we need to question what kind of democracy do we have. And in fact, we note a democratic deficit. And this was already said in the Athens Declaration of 1992, but still today we are talking about this. What happened? First, when first democracies were set, only men, but not all men, had the right to vote. White men and rich men with properties have the right to vote. And after this change with the universal suffrage, right, so women achieved the right to vote and also stand for elections. And progressively, in Europe, in different member states, we achieve the same formal rights. This means that women and men have the same rights before the law. However, what we see is that this has not been translated into an equal representation of women and men in any of the power domains, and indeed it has not been translated into gender equality in practice, substantively. So in many countries in Europe this year and in 2018 we were celebrating the 100 years of universal suffrage, but still we are talking about a huge problem of lack of gender equality. So this is where we need to rethink about what kind of democracy we see and we want to build in Europe. And as Joanna was quoting before, the quote from Eliane Vogel-Polski, in fact, we demand and we question how we think about democracy in Europe, because we cannot talk about a true and real democracy if half of the population is systematically and persistently underrepresented of the public sphere and of all the power domains. There is this democratic deficit that we need to tackle, and this is why we want to build this system of parity democracy and talk about the principle of gender equality as a condition to talk about democracy and not as a mere consequence of it, because we have seen already that after 100 years we have not achieved it yet. So we said that parity democracy is also important to stand with European Union's values. And there are three main values. Democracy, we have talked about it. Gender equality. Thank you. Maybe you can help me over there with the PowerPoint. So, and diversity. In fact, gender equality was already somehow established in the Treaty of Rome in 1957, in Article 119, when we established the principle of equal pay for equal work. The reason to have this article was not a reason of justice. It was really a concern about economic competence among member states. But anyhow, it spurred some action in the field of gender equality. And in 1976, the Defren case before the European Court of Justice really set up the principle of gender equality as a founding principle of the European Union. So after this very important ruling for women's rights, the European Union has developed different policies and actions on gender equality. The main concern is still in employment and in the rights in the field of labor market and economic rights, but still it has also spurred other actions in different areas. Diversity is also a core value of the European Union. In fact, it is a union right of different nations and member states in Europe that have different languages, people, cultures that have come together. So of course it is a founding principle, the diversity of the European Union, and it is important to keep this in mind, especially in this political context where we can hear many statements about intolerance, right, about homogeneity in society.
So parity democracy is key to stand with those values of the European Union. And one of the key aspects that we have in this political context, and we have talked about it, is the challenge of the far right, but in general, the misogyny in general. And I'm glad to hear that in the first panel, some people talk about how the populists were not in power before, but still they have not done enough for gender equality, right? So the real enemy is not only far right, but it's misogyny in general, and those voices who think that women are just of less value human beings on society, right? We need to remember that far right is characterized by their anti-gender ideology, anti-EU, and anti-democratic ideology. And they want to come back to traditional family structures and gender roles. And someone said before, this means that they want women to be back in the kitchen. And this might sound like an extreme statement, but it's the reality. This is what there is in the core of their ideology. They want women to be with children in the house and having this role. We cannot accept this anymore. We are not going to accept this anymore. So this is why we need to foster parity democracy still in this context. Another aspect that we need to be and to take into account in this context is that we need to use women's talent. And we are talking about principle of justice, right? Women should be there, but also women should be there because we have also the talent and the knowledge. Think that almost 60% of master students in the European Union are female now, are women. They have had access to the university and they are excellent. They are doing so much. It is not possible that we are not taking them after to the power positions, to the decision-making positions. Where is all that knowledge? Where is all that talent? In fact, when we are not having and including women in those positions, means that we are not effectively using all the talents, and means that we are losing as a society, because the women and their knowledge and their talent is key for what? For having better decisions, better policies at the end of the day, that will effectively address and the old and new challenges that we are facing in Europe today. We can talk about the waves of terrorism, the different problems that many others, the climate change, many other problems that we have and that we need to face, and we need women's minds in those processes. So what do we want? In fact, it's that gender equality is a priority. It's a political priority. And we have seen how it has never been the first political priority, and we need to make it the first one. For that, it is key to have feminist politicians on board. And this is why we are here today discussing with all of you how important it is to vote for feminist candidates. Otherwise, we will not have the political priority of gender equality there in the political agenda. In fact, I want to say something curious or I don't know, interesting about Spain when someone in the first panel mentioned it, the extremist right party Vox gained some seats in the parliament of Andalusia. One of the key aspects to negotiate with the conservatives to go to form the government coalition in the region of Andalusia was to cut the help for women victims of domestic violence and violence against women. So the response of the conservatives
Of course, they were somehow, they agreed somehow to that, but was not to focus on gender equality, not to put gender equality on the debate. This was what they told the extremist parties, like, please be calm, don't speak about gender equality, because anyhow, this is a second-class issue, so don't put it in the center of the debate, because this is how we react, right? Also, we also react to this kind of direct attacks, and this is why the feminist movement is being so strong in this moment, because there have been some direct attacks, and this is why also the feminist movement is really waking up. But it is, for me, it is quite funny, let's say, in that sense, to see how the conservatives, their argument was to say, please, don't put gender equality in the center of the debate. Because still, anyhow, we want to keep it as a second class kind of political issue. So, of course, and it is very important to have special bodies for working for gender equality, like the FEM committee within the European Parliament, and we have many other special areas, let's say, that work for women's rights. But it's also important to have the gender perspective in all areas of the debate. Yes, thank you. And this is why we demand to have a strong gender equality policy within the EU. We have seen how the European Union has been disengaged for this debate. What happens, what you do not take action for gender equality is that you go back. And we can see the report of the Gender Equality Index, which says that in fact we are going back in some domains in different member states of the European Union. So if you don't act for gender equality, you cannot take the rights for granted because you go backwards. And this is why we need to have a very strong gender policy. And finally, what we need is to have accountability, in fact. The European Union has adopted and praised itself to have the principle of gender mainstreaming in the European Union. However, if no one is accountable of implementing that principle, what happens? That finally we do not have and we do not see any results, because no one is being held accountable for really having the good results and fostering gender equality within the EU, but we see also this within member states. So finally, and to conclude, the question of this panel was what do women expect for Europe? And we have seen how we want more democracy, parity, we want more gender equality in practice, more diversity, and to include all women. There were some interesting questions before in the first panel on how can we also help and what can we do for migrant women, for example. Of course, we need to embrace diversity, and we want all women to be there. Challenge misogyny, so this is why I go farther than just far right, but we need to challenge misogyny wherever it is. If it is within socialist parties, we will need also to challenge that. This is why I also admire women politicians that work inside the institutions and inside sometimes like progressist, let's say, parties and so on, but still they are fighting inside for gender equality, because even inside they find resistance. And we want to include women's talent. Finally, we want much more. And why I say we want much more? We saw last week, on the 8th of March, all the mobilizations of women. And I'm going to give you an example. The strike in Spain, the 24-hour strike, was a success. It was the second year that it was done as a 24-hour strike. But it was not only a feminist strike, it was also an anti-capitalist strike. Women, we were told not to go to work, but also to stop consuming. Why? Because feminists, we have understood that too often capitalism and patriarchy are two good friends.
So this is why it is much more. It is much more than that. Today there is also a strike of students for climate change, and we have seen in the news already how many women are leading this fight. They want to save our planet, we need it, and women are there. I have put some concrete examples that we can foster for the elections. But please, Joanna very well told me before. I don't know if your examples are the best ones, because in the list of recommendations we have much more concrete examples of what can we do for the elections. For example, quotas help. New council recommendations. And of course, we need to ensure that parity democracy in the parliament also spills over to the rest of the bodies in the European Union, especially the Commission. For example, we can nominate women and men candidates, so we shouldn't, within the European Parliament and the European Union, we shouldn't accept any list of candidates which is full of men, and there is no women. This is no longer acceptable. But there are many more concrete actions that we can foster. So to finish, I want to finish with a positive call, saying that all of us, we can do for gender equality, we can act. Today we have heard these positive messages about how we need to go to vote to these elections, and also encourage people to vote for feminist candidates, and make sure that the demands of the 8th of March, International Women's Day, and our demands for gender equality can be seen in the results in politics, so that power will change. Thank you. Some aspects of the report. I encourage you all to read the report, and it's very encouraging to see also a young feminist continuing the struggle. Now, before I will turn now to the distinguished panel we have here to discuss in more concrete detail what, from their own different perspectives, and we have a very varied panel who are close to the political realities from different angles. What are the issues and the concepts that we want to promote for the European elections, and what women in fact look to Europe for over the next years, or what we would like them to encourage. We would like to encourage them to vote for. I would just say, from our own feminist think tank perspective, I mean, there are structural issues that have been mentioned also in the first panel, that gender mainstreaming must really come back to the forefront. There is talked about the question of accountability, gender auditing. We talked about finances, gender budgeting. There is no such thing as neutral spending where you have inequalities in society. When you don't actively budget for gender, then you are really financing and promoting further inequalities. I mean, there are a lot of issues that we need to take up, but there are also specific policies and specific issues women are interested in. And I will now turn to my very distinguished panel here, and I would like to first of all welcome Franziska Rabner, who is an active member of the Bundestag since 2013 and a European spokesperson for the Greens. She's also, of course, an academic and a UN expert for a long time, and she has, in fact, lived very closely the questions of the European elections and the European Parliament, because she was a member of the European Parliament from 2009 to 2013. So, Franziska, please, you have the floor. Yeah, thanks for inviting me, and I must confess that I already had the wonderful opportunity to discuss your presentation in Paris. So we're also trying to have exchanges across Europe and not just here in Germany. But now I switched to German. Ja, es ist immer so, wenn man hört, der Englisch redet, dann macht man auch automatisch Englisch weiter. Ne? Und dann kriegt man hinterher wieder Ärger von der deutschen Gesellschaft für die deutsche Sprache.
sie einen sofort reglementiert und daran erinnert, dass in Deutschland Deutsch gesprochen wird. Die Frage ist ja, was erwarten Frauen von Europa? Ich sage mal, es gibt ja ziemlich viele Umfragen dazu und die sind ja auch präzise geführt und das ist natürlich ein großes Thema, ist immer Equal Pay. Es ist ja auch nicht überraschend, ich meine, es ist jetzt seit den römischen Verträgen seit 1957 eigentlich vertraglich verankert. Ja. Und wir sind im Jahr 2019, das ist immer noch nicht die Realität, oder dass da Frauen langsam ungeduldig werden, ist auch nachvollziehbar. Und es gab auch schon mutige Kommissarinnen, die das angehen wollten. Ich erinnere an eine griechische Kommissarin, ja, die wirklich Mumm hatte, Pia Montopoulos, die hatte noch irgendwie Biss da drin. Danach hatten wir Frau Redding, die dieses Thema wirklich vernachlässigt hat. Die hat sich an die Aufsichtsräte gemacht. Aber dieses, finde ich, sehr zentrale Thema, wirklich keine Richtlinie eingeführt für Verbandsklagerecht, für Gewerkschaften, keine Richtlinie eingeführt, die eine Vergleichbarkeit herstellt, die Kriterien dafür arbeitet, wann ist denn ein Job gleichwertig. Ja, da bräuchten wir wirklich endlich europäische Anstoß und in der letzten Kommission gab es ja dafür gar nichts. So, und vielleicht kriegen wir aber in den nächsten 5 Jahren da mal wieder ein bisschen Wind und Aktivitäten rein. Ich glaube, das ist etwas, wo man es erwartet. End of Violence against Women, so, das ist, glaube ich, ein Thema, was viele beschäftigt. Die Istanbul-Konvention wird ja häufig verwechselt mit der Europäischen Union, aber es ist ja interessant zu sehen, wie gerade massiv die Istanbul-Konvention in einzelnen Mitgliedsländern der EU angegangen wird. Übrigens auch mit von Parteien, wo man sich eher überrascht, dass sie dann gegen die Istanbul-Konvention sind. Das ist, finde ich, sehr dramatisch zu sehen. Die Europäische Union muss diese Istanbul-Konvention verteidigen und auch mit erwirken, dass sie wirklich in allen Mitgliedsländern gilt. Das ist wirklich eine der großen Herausforderungen. Auch in Deutschland ist ja noch nicht perfekt umgesetzt, also da haben wir auch noch Hausaufgaben. Aber wie gesagt, wir haben bis jetzt noch keine große Debatte dagegen. In einzelnen europäischen Ländern wird ja die Istanbul-Konvention schon nur noch als Gender und drittes Geschlecht etc. Dokument gesehen und disqualifiziert. Ich hoffe, dass wir da bei uns gar nicht hinkommen. Und genau, Frauen hätten wahrscheinlich auch gerne eine weibliche Kommissionspräsidentin endlich mal. Das wäre auch mal eine Erneuerung. Jetzt haben wir bei den offiziellen Spitzenkandidatinnen bis jetzt noch nicht so viele weibliche Kandidatinnen. Wir haben eine, aber die Chance, dass wir stärkste Fraktion werden, ist ja eher gering. Vielleicht stellt ja das ALDE, die liberale Parteienfamilie, nächste Woche noch Frau Vestager aus Dänemark als einen Teil des Spitzenteams auf, dass wir da wenigstens ein bisschen weibliche Motivation haben könnten für eine Frau an der Spitze. Und dann möchte ich eines eingehen, was auch in der Präsentation ja klar war, mit Blick auf welche Angriffe gibt es gegen Frauenrechte. Ja. Sie haben es vielleicht mitbekommen, Orbáns Kinderpolitik mit dem Darlehen, was Mütter bekommen, wenn sie Ungarinnen sind, also, ne, aber schon lange Ungarinnen, also nicht seit gestern. Und wenn sie in erster Ehe verheiratet sind, also wenn sie Kinder in zweiter Ehe bekommen, kriegen sie auch kein Darlehen. Und je mehr Kinder sie bekommen, desto weniger müssen sie zurückzahlen. Ja, also das ist die Familienpolitik, Frauenpolitik auch von Orbán. Und das ist in vielen Ländern so. Das ist nicht überall so. Man muss da sehr aufpassen. Frankreich zum Beispiel, Le Pen fährt keine in dem Sinne sozusagen Frauen zurück an eine Herdpolitik. Das würde in Frankreich auch gar nicht niemand ihr abnehmen. Aber was überall läuft, und da müssen wir auch, finde ich, als Feministinnen sehr aufpassen. Wir hatten heute Morgen auch im Bundestag dazu eine Debatte, ist dieses Gefühl, wir haben zwar jetzt auch die Möglichkeit, im Arbeitsmarkt zu sein, aber wir haben trotzdem noch weiterhin die gesamte Verantwortung für Familie, für Pflege, was alles kommt. Und wenn die Gleichberechtigung nur zum Burnout führt, dann sind wir gegen Gleichberechtigung. So. Und ich glaube, das ist so etwas, wo wir sehr aufpassen müssen, weil das ganz vielen so gefühlt aus dem Lebensalltag total aus dem Herzen spricht. Und wo wir, glaube ich, bei allen anderen Themen, die auch wichtig sind, eben dieses, wie ist der Wirtschaftsalltag, ja? Wie sieht die Arbeitswelt von heute aus,
nicht radikal genug sagen, so geht die Arbeitswelt nicht, weil sie Familien zerstört, weil sie es nicht ermöglicht, dass man Pflegearbeit macht. Also diese Frage, wie muss eigentlich eine Arbeitswelt ausschauen, in der beide Elternteile arbeiten können und trotzdem nicht am Burnout landen. So, ich glaube, da müssen wir wesentlich härter werden. Für mich wäre das Prio-Thema Nummer 1, wenn wir gegen die Rechten kämpfen wollen, weil ansonsten verlieren wir unglaublich viele Frauen, wenn wir dieses Thema nicht ansprechen und nicht angehen. Und zweiter Punkt, diese Frage, was tut Europa für mich oder hier, das tut die EU für mich. Ich bin mittlerweile der festen Auffassung, dass das falsch ist, es so zu artikulieren, diesen Diskurs überhaupt zu übernehmen, dass die EU für mich persönlich eine Mehrheit haben muss, am besten noch finanziell, damit ich dafür bin. Das ist der Diskursraum der Rechten und wir haben uns den ziemlich weit mittlerweile schon angepasst und wir können den nie gewinnen. Das zeigen alle Brexit-Studien, ja, da wurde ja 1000-mal vorgerechnet, was jeder Brite von der EU hat und es hat 0 funktioniert, weil es der Frame der Rechten ist, der Anti-Europäer und der Nationalisten, dieses Gedankengut, du gewinnst, ich verliere, wer gewinnt. Ja? Das ist überhaupt kein gemeinsamer europäischer Gedankenraum. Was ein anderer Ansatz ist, man kann nicht sagen, es ist genau das Gleiche, aber manchmal kommt es eben auf die Formulierung an, ist zu sagen, wo ist Europa überhaupt alles drin? Und was wollen wir in Europa gemeinsam erreichen für Frauen? Aber das ist was ganz anderes. Wo steckt Europa drin im Sinne von Trinkwasser ist sauber, wenn ich ein Gutedel kaufe, weiß ich es Gutedel, ja? Also so konkret, wo steckt es drin und was wollen wir gemeinsam erreichen? Das ist, glaube ich, ein Ansatz, wo mehr mitgenommen werden können, weil das Aufrechnen verliert man immer. Thank you very much, Francesca. I think you have very rightly pointed out that the whole question of reconciliation of professional and family life is a main issue, and it's something that the European Commission, the European Parliament and the Union had been taking up over the past years, but has interest for this has faded, and this is something that really needs to be revived again. And the whole issue also of solidarity, it's not so much, as you point out, what the EU can do for each one personally, but what are the social benefits, for the group benefits that we can achieve together. We will come back to these issues later. I now turn to our next speaker. As I said in the beginning, our panel sees everything, people, women here from different perspectives. I'm very happy to welcome Dr. Christina Haber, who is representing the Landesfrauen von Berlin, the major women's NGO in Germany at the regional level. She is also an active researcher and academic and active in the Green Party since a long time. So I would like to ask Dr. Haber to take the floor. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für den tollen Bericht. Ich denke, es ist heute schon so viel gesagt worden. Was erwarten wir von Europa? Ich möchte Ihnen 3 Gedanken nahebringen. Was berührt mich persönlich an Europa, wäre mein erster Punkt. Bitte ich um die nächste Folie. Und der zweite Punkt ist, was erwarte ich als Gleichstellungspolitikerin von Europa? Und der dritte Punkt, möchte ich Ihnen eine Kampagne vorstellen des Landesfrauenrates gemeinsam mit anderen in Vorbereitung auf die Wahl zum Europäischen Parlament. Ja, ich persönlich, ich habe 24 Jahre in der Gleichstellungspolitik gearbeitet hier im Land Berlin und für mich ist Europa besonders seit 1996 sehr präsent gewesen. Und ich habe auch im Studium der Politikwissenschaften mich mit Europa beschäftigt und ich finde, und das ist, finde ich, ganz wesentlich und kommt oft zu kurz, dass Europa eine Wertegemeinschaft ist. Und da Demokratie, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, das ist Ihnen alles ein Begriff. Für mich ist Europa auch immer Motor gewesen. Europa ist eine Frau, ja, aber ein Motor in der Gleichstellungspolitik. Europa hat Standards gesetzt und ich weiß noch, 1996 kam bei mir an das Thema Gender Mainstreaming
durch den Amsterdamer Vertrag. Und ich habe als Gleichstellungsbeauftragte gedacht, genau das ist es. Das ist eine Professionalisierung der Gleichstellungspolitik. Und seitdem habe ich mich dann auch mit Gender Mainstreaming beschäftigt. So, wie komme ich zur nächsten Folie? Ja, wunderbar, danke. Es sind schon so viele Aspekte genannt worden. Was ist wichtig an Europa? Was bringt es den Frauen? Nicht den Einzelnen, sondern der Gleichstellungspolitik insgesamt natürlich. Und einige Aspekte möchte ich hier nochmal benennen. Nur kurz. Ja, die Parität. Also ich finde auch den Begriff paritätische Demokratie wirklich hervorragend. Es ist ein Ziel und im Moment, seit 10 Jahren geht es ja zurück mit der europäischen Gleichstellungspolitik. Im Moment denke ich, schwierig umzusetzen, aber es sollte immer wieder benannt werden, das vor allem auch öffentlich. Wenn ich aufschreibe ein konsequentes Gender Mainstreaming, dann ist es das, was wir heute früh schon gehört haben. In alle Themen muss die Gleichstellungspolitik hinein, im Handel, in der Landwirtschaft. Ich möchte hinzufügen, in der Wirtschaftspolitik. Und ich kann mir vorstellen, wie anstrengend es war, dass dieser Gleichstellungsausschuss mit seinen Empfehlungen in die anderen Themen hineingegangen ist. Ich möchte auch nochmal benennen, die Wirtschaftspolitik und vor allem auch die Finanzpolitik. Also Gender Budgeting, ein großes Wort, ein großes Vorhaben, aber das sollte unbedingt angegangen werden, Schritt für Schritt und ganz konsequent. Entgeltgleichheitsgesetz ist ein Thema in Deutschland. Dann die Frage der Frauen mit den Aufsichtsräten. Ich weiß, seit 2012 ist das immer wieder auch von Deutschland verhindert worden. Auch dort ist es wichtig, dass diese Richtlinie zum Zuge kommt. Und was ich unbedingt betonen möchte, mehr Öffentlichkeitsarbeit. Mehr Öffentlichkeitsarbeit. Trauen Sie sich, diese Themen der Gleichstellungspolitik auch öffentlich zu benennen. Es passiert zum Glück eine Menge zurzeit, gerade im Zusammenhang auch mit dem 8. März hier in Berlin. Freuen wir uns alle, wie die Themen in der Öffentlichkeit angekommen sind. Die MeToo-Debatte hat ihren Beitrag dazu geleistet. Und jetzt möchte ich Ihnen in meinem dritten Gedanken eine Berliner Kampagne vorstellen, die wir, der Landesfrauenrat Berlin, gemeinsam mit der überparteilichen Fraueninitiative Berlin, gemeinsam mit Brigitte Triens, gemeinsam mit den Gleichstellungsbeauftragten der Berliner Bezirke, Heike Gerstenberger ist hier und Anke Armbrust aus Treptow-Köpenick, wir gemeinsam, auch mit dem Berliner Frauennetzwerk, haben eine Kampagne gestartet am 8. März. Und da sehen Sie diese Karte, die vielleicht nicht so gut zu sehen ist. Ich habe ein paar Karten schon mitgebracht, die sind jetzt frisch gedruckt. Und ich möchte Ihnen kurz nochmal die Themen vortragen. Also wir fordern die Berlinerinnen auf, auch die Berliner Frauen und Männer wählt am 26. Mai die Parteien, die sich für Frauenrechte einsetzen. Und Frauen für Europa, was wollen wir? Was wollen wir Berlinerinnen? Wir wollen in ganz schlichten Worten Gleichberechtigung statt Sexismus, gleiche Bezahlung, gleiche Chancen für Frauen und Männer in allen Berufen, statt Frauen zurück an den Herd, Selbstbestimmung der Frauen über ihren Körper statt Bevormundung und Strafe. 218 ist wirklich ein Indikator, das geht überhaupt nicht. Ausbau feministischer Forschung statt Verunglimpfung und Abschaffung der Gender Studies, wie es gerade in Ungarn passiert ist. Parität in Politik und Wirtschaft statt Abschaffung der Gleichstellungsgesetze. Wir wollen eine Wertschätzung von Verschiedenheit statt Ausgrenzung und Hass gegenüber Minderheiten und vielfältigen Lebensmodellen und Hilfesuchenden. Der Schutz der Natur statt Leugnung des Klimawandels, ein friedliches Europa statt Stärkung nationalistischer Egoismen. Das sind die Forderungen, die wir als Berlinerinnen hoffentlich mit ganz, ganz vielen Frauen gemeinsam aufgestellt haben. Ja, ich danke Ihnen.
Hello. Thank you very much, and I think it's really important that there is such a campaign going on and such important issues brought to the forefront. I'm glad you highlighted so many of them, and issues of mainstreaming, issues of finance, issues of parity at all levels, and I hope that your campaign issues will be taken up by others in other areas, not only just in Berlin, but it's important that you all take these leaflets and spread the word as far as possible. We will come back to those issues. I will now like to turn to the next speaker, Dr. Adriana Letrari, a very committed European and feminist representing here the European movement of Germany, but she has also been a winner of awards in Germany and Europe-wide for her activities on women's issues, and is also a co-founder of the network Third Generation for Germany, and I'm sure many other activities. I would now like to turn to you from your contacts with your part of civil society, how you see the issues important for women for the next European elections. Ja, einen ganz herzlichen Dank für die Einladung und einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Ich sitze hier auf dem Panel mit der Frage, was tut die EU für Frauen, was sollte sie tun? Ich möchte in meinem Statement ganz gerne die Frage auch ergänzen, was tun wir für die EU? Denn, wie Sie es schon angedeutet haben, ich habe die Ehre gehabt, 2017 den Preis zu bekommen, Women in Europe, und zwar in der Kategorie Women in Action. Und insofern ist meine Kernbotschaft, was die EU für die Frauen tun sollte, aber auch was wir für die EU tun, Action. Und ich sage es Ihnen gerne beispielhaft, wie das die europäische Bewegung in Deutschland in ihrer Position tut. Und es hat mich außerordentlich gefreut, hier den Einstiegsvortrag zu hören. Denn ich darf Ihnen sagen, dass die europäische Bewegung, die über 250 Mitgliedsverbände hat, in ihrer Positionierung genau das unterstützt, was Sie vorgetragen haben. Denn zusammenfassend gesagt geht es der EBD darum, dass die EU in Gleichstellungsfragen Vorreiterin bleibt. Das heißt, sie muss sich bei der rechtlichen Gleichstellung von Frauen und Männern wieder als treibende Kraft nicht nur verstehen, sondern auch aktiv zeigen. Und diese Gleichstellung muss im Spiegel aller Politikfelder der EU stehen und auch gelten für die Besetzung ihres politischen Spitzenpersonals. Dafür haben wir uns entsprechend schon seit dem letzten Jahr auch an Parteien gewandt, um auch das ins Bewusstsein wieder zu rücken bei ihrer Aufstellung ihrer Kandidaten. Weiterhin muss die EU darauf hinwirken, dass die bestehenden EU-Rechtsvorschriften zur Gleichstellung von Frauen und Männern und von den Mitgliedstaaten entsprechend auch umgesetzt werden. Insofern nehme ich sozusagen auch nochmal Kraft und Stärkung mit aus dem, dass wir mit dieser Position nicht alleine sind, sondern ich das Gefühl habe, das ist auf jeden Fall das Commitment auch dieser Veranstaltung hier. Und ich möchte Ihnen kurz erklären, was wir auch als Netzwerk machen. Vielleicht noch einen Satz zuvor zu dem ganzen Thema Vorbilder. Denn wir als Preisträgerin des Preises Frauen Europas in Deutschland finden uns in einem Netzwerk zusammen. Anders als beim Nobelpreis, wie Sie das sicherlich kennen, wird ein Preis erhalten. Es wird sich gefreut, gratuliert und viele Fotos werden gemacht. Wir haben uns entschieden als Preisträgerin, dass wir miteinander verbunden bleiben, weil wir glauben, wir können darüber einen Beitrag leisten, indem wir nämlich als Vorbilder auch zur Verfügung stehen, in verschiedenen Veranstaltungen uns auch zeigen und ansprechbar und anfassbar wären sozusagen. Diese Vorbildfunktion, finde ich, hat die EBD jetzt, und da möchte ich Sie sozusagen in einer Sache mir erlauben, auch zu loben, wunderbar gezeigt, und zwar in der Wahl ihrer aktuellen Präsidentin. Es ist nämlich Dr. Linselle, oder? Hat sich also in Berlin auch schon umgesprochen und ist eine ganz fantastische junge Frau, die hier diesen Vorstand von 26 Mitgliedern anführt. Und ich finde, da hat die EBD wirklich auch gezeigt, und das meine ich mit Action, dass Gleichstellung wirklich in der Sache auch unterstützenswert ist
und auch tatsächlich umsetzbar und danke hier materialisiert und sich verkörpert. Und diese Materialisierung und Verkörperung, die können Sie auch erleben und da fühlen sich bitte alle herzlich eingeladen, zum Beispiel bei einem der nächsten Events von dem Netzwerk, nämlich der Preisverleihung der neuen Frau Europas, wird auch in diesen Örtlichkeiten stattfinden, weil die Kommission der Kooperationspartner auch ist, und zwar am 8. Mai. Um 17:30 Uhr. Wenn Sie mögen, kommen Sie alle her. Dann haben Sie die einmalige Chance, über 20 dieser Preisträgerinnen kennenzulernen. Und ich sage Ihnen, das ist ein wahres Feuerwerk, wenn die sich hier tatsächlich aufstellen und Sie sehen können, was für tolle Frauen es gibt, die wirklich Unfassbares gehoben haben. Macht das Bauchkribbeln, denn das ist mein letzter Gedanke. Ich glaube, Gleichstellungspolitik ist am Ende nichts, was irgendwann hergestellt ist, sondern was immer wieder hergestellt werden muss. Es bleibt also ein Weg und ein nicht unanspruchsvoller Weg. Und ich glaube, was relevant ist für die Akteure, dass sie immer wieder Kraft und Motivation und neue Inspiration für diesen Weg auch finden. Und insofern verstehen wir uns da als Beitrag, denn ich sage Ihnen, Sie werden mit sehr viel Motivation für Ihre Anliegen aus den Veranstaltungen mit den Preisträgerinnen wieder hinausgehen. Thank you very much for your contribution. Indeed, we will come back to a lot of raised many important issues. We'll come back to during the discussion. I will now turn to our last member of our panel, Margareta Hoffmann, who is here in her particular capacity as the Vice President of the German Women Lawyers Association, and she's the Vice President also of the European Women Lawyers Association. She's of course no stranger to European issues and European policy because in her other professional capacity she's working as a director in the European Commission and has worked in the past representing Germany in Europe as a justice attaché, has also been a member of ex-Commissioner Schrei's cabinet, whom we're very honored to have with us also here today. But as I said, Margareta Hoffmann is here in her capacity as a European women lawyer representing her association. Will be very interested to hear what she has to say about what should be the issues that we need to campaign for, that women want to campaign for and women expect from the European Union and the European Parliament. Thank you. Okay. German. Yeah, many thanks Joanna for the nice introduction, and I will now turn into German. Ja, ich bin sehr froh und dankbar, dass ich hier dabei sein kann und hier auf dem Panel sitze und auch unsere Gedanken aus der Sicht einer Nichtregierungsorganisation, der Deutsche Juristinnenbund und auch European Women Lawyers Association, Ihnen darlegen kann, was wir von Europa erwarten, aber auch, was wir an Europa schätzen. Und vielleicht kann ich aufgreifen einen Gedanken, den Sie gebracht haben, Frau Letrari, Women in Action. Als ich die Titel sah von den zwei Panels, ja, was bringt uns Europa, was erwarten wir von Europa, das fand ich so sehr eine Konsumentenhaltung. Ist klar, man muss das auch diskutieren, aber wichtig ist eben, dass wir uns alle engagieren. Und von daher hat mir der Gesamttitel Frauen, bewegen, europäische Politik ganz besonders gefallen. Und ich glaube, das ist das Wesentliche auch heute, dass wir eben dafür werben, für Europa, dass wir für Europa einstehen und in der Politik, in der Gesellschaft und für uns auch als Staatsbürger und Staatsbürgerinnen, dass wir dann eben am 26. Mai auch zur Wahl gehen. Auch das ist eben eine Aktion, die wir alle, denke ich, und ich hoffe hier alle, die hier da sind, die das dann auch machen werden. Ich wollte vor allem auch eingehen, der Deutsche Juristinnenbund, übrigens war ich Vizepräsidentin, ich bin jetzt Vizepräsidentin von European Women Lawyers Association, das ist also die Vergangenheit, dass ich da Vizepräsidentin war, ich bin natürlich Mitglied, bin auch Mitglied von der Europa- und Völkerrechtskommission. Wir haben 10 gute Gründe auch verfasst, einen Appell an Frauen zur Europawahl zu gehen. Es gibt auch eine ganz tolle Postkarte, wo habe ich sie hier? Können Sie auch draußen mitnehmen, wählt Europäerinnen. Also, und dann haben wir auch wunderbar die 10 Gründe, die Sie auch draußen mitnehmen können, natürlich auch auf unserer Webseite abrufen können. Wir sagen, ja, es lohnt sich,
in Europa zu sein und zur Europawahl zu gehen, gerade eben auch für Frauen. Ich wollte vielleicht nur einige Aspekte kurz in Erinnerung rufen. Das ist heute auch schon angesprochen worden, die vielen gleichstellungspolitischen Errungenschaften in Europa, die wir insbesondere auch einem starken, unterstützenden Europäischen Parlament zu verdanken haben. Und ich möchte auch sagen, einer starken Kommission. Heute ist ein bisschen viel Kritik auch an der Europäischen Kommission geäußert worden. Bitte? Ja, Sie haben aber im ersten Panel, da waren Sie noch nicht da, Frau Brandner, da gab es doch einige Kritik. Ich würde sagen, es ist ein gemischtes Bild, aber im Grunde sind die Kommission und auch das Europäische Parlament diejenigen, die auch Gleichstellungspolitik auf der europäischen Ebene voranbringen. Und als Juristinnen, also wir haben natürlich Frauen und die Stellung von Frauen in der Gesellschaft im Blick, aber auch aus der juristischen Sicht, wir schauen uns Gesetze an und da ist natürlich ein solider Rechtsrahmen auch auf der europäischen Ebene ganz, ganz wesentlich. Wir brauchen eine stabil verankerte und nachhaltige Gleichstellungspolitik, eben auch in den Gesetzen. Und da gibt es wurde schon mehrfach angesprochen, wir haben eine solide Grundlage in den Verträgen, in der Europäischen Grundrechtecharta und wir haben auch doch einiges erreicht im sogenannten Acquis, im spezifischen Acquis. Und es ist richtig, es gab einige Stolpersteine in den letzten Jahren, aber eine Richtlinie ist jetzt verabschiedet worden. Ich denke, obwohl wir natürlich mehr hätten erreichen wollen, ist es doch ein großer Fortschritt, eben die Richtlinie zur besseren Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben. Das wird Frauen und Männern eben ermöglichen, sich auch die Familienarbeit besser zu teilen, in den Beruf zu gehen. Das ist wirklich ein Fortschritt, sicherlich auf niedriger Ebene, aber es ist einer. Vor allem, wenn man sieht, dass in anderen Bereichen, das ist auch angesprochen worden, Frauen in Führungspositionen bedauerlicherweise die Richtlinie, die sogenannte Aufsichtsrätin-Richtlinie immer noch hakt. Und da muss ich wirklich sagen, das ist auch angesprochen worden, das ist nicht das Europäische Parlament ganz und gar nicht, und das ist auch nicht die Kommission, sondern das sind die Mitgliedstaaten. Und hier, diese Richtlinie hängt, weil Deutschland das auf der europäischen Ebene nicht mittragen möchte. Und ich kann das einfach nicht verstehen. Wir haben ja hier auch ein Gesetz, über 30%, aber man denkt dann, in Deutschland haben wir genug getan und wir brauchen das jetzt nicht für Europa. Ich denke, das ist sehr kurzsichtig gedacht, insbesondere wenn man auch im Auge hat den Koalitionsvertrag, der ja versprochen hat, eine neue Dynamik für Europa. Also ich wollte sagen, wir haben gute gleichstellungspolitische Errungenschaften. Ich möchte auch als Juristin auch mal die Rolle des Europäischen Gerichtshofs hervorheben, der, denke ich, sehr viel gemacht hat für Gleichstellung, Gleichberechtigung von Mann und Frau in der Europäischen Union, wegweisende Urteile. Absolut unisex darüber, hat wirklich sehr gute Urteile gefällt. Dann wurde auch angesprochen, Gender Mainstreaming, Gender Budgeting. Ich gucke meine frühere Chefin an, Frau Schreier. Das war 1999, 2000, da war das ganz neu und sie war damals zuständig für den Haushalt und sagte dann, wir müssen was machen mit Gender Budgeting. Also was ist denn das? Das war damals noch relativ neu, aber ich denke, das fing damals an und die Kommission ist da auch, glaube ich, führend. Vielleicht noch ein Punkt, der so ein bisschen am Rande angesprochen worden ist, den ich noch aufgreifen möchte. Gerade auch für Frauen, nicht nur der spezifische Acquis, nicht nur Gender Mainstream, Gender Budgeting ist wichtig, sondern auch die allgemeinen Politiken der Europäischen Union. Gerade auch für junge Frauen. Ich möchte Erasmus ansprechen. Das Erasmus-Programm, das wird in Anspruch genommen von 61% der Studentinnen, 39% männliche Studenten. Also das bringt gerade auch Frauen sehr viel, die eben eine gute Ausbildung genießen wollen und selbstbestimmtes und wirtschaftlich unabhängiges Leben führen wollen. Anerkennung von Schul- und Studienabschlüssen. Also man muss das im breiteren Zusammenhang sehen. Ich möchte noch kurz eingehen, auch, das ist auch ein wichtiger Punkt von unseren 10 Gründen, Kampf gegen Gewalt gegen Frauen, ganz wichtig. Da ist auch das Parlament sehr aktiv, auch die Europäische Kommission. Aber es ist wahr, die Istanbul-Konvention soll auf europäischer Ebene ratifiziert werden, aber das stockt im Moment, das ist blockiert, weil das bulgarische Verfassungsgericht
die Istanbul-Konvention als nicht vereinbar mit der bulgarischen Verfassung erklärt hat. Und es gibt auch da weitere Rollback-Bewegungen. Das ist, ich denke, das ist in gewisser Weise eine paradoxe Situation. Auf der einen Seite haben wir die MeToo-Bewegung, die Aufschreibewegung vor ein paar Jahren, auf der anderen Seite gerade hier wie unter einem Brennglas auch den Backlash. Und da, denke ich, müssen wir wirklich kämpfen, dass wir in diesem Bereich, also Gewalt gegen Frauen ist die brutalste Form der Diskriminierung und spiegelt auch bestehende Machtverhältnisse wider. Ich glaube, das ist ein Bereich, da müssen wir wirklich sehr viel tun. Ich möchte vielleicht auf einen Fallblatt noch hinweisen zur Istanbul-Konvention von der Kommission, das dann also Missverständnisse ausräumen will, weil ja die Istanbul-Konvention vielen Dingen angegangen wird. Das finden Sie auch draußen. Vielleicht zum Abschluss noch ein Aspekt, der hier auch nicht so viel aufgegriffen wurde. Es wurde gesagt, die Rolle der Frau auch in der Friedenspolitik. Frauenrechte sind Menschenrechte und ich glaube, gerade auch die Europäische Union setzt sich eben sehr dafür ein, dass unsere Werte, also die Werte der Europäischen Union, Toleranz, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, nicht nur in Europa gelten, sondern auch weltweit. Und da spielt auch das Europäische Parlament wiederum eine ganz wesentliche Rolle. Friedenspolitik ohne Frauen ist nicht vorstellbar. Und ich habe kürzlich einen Artikel gelesen von Staatsminister Michael Roh, der gesagt hat, ja, wir brauchen eine feministische Außenpolitik. Wohl wahr. Ganz zum Abschluss noch 2, 3 Punkte. Was erwarten wir von der neuen Kommission, auch vom neuen Europäischen Parlament? Wo geht die Reise hin? Ja, ich stimme zu, wir brauchen eine neue, ambitionierte und nachhaltige Geschlechtergleichstellungsstrategie und das Parlament kann das auch fordern von dem neuen Kommissionspräsidenten oder Präsidentin, von dem Kandidaten oder der Kandidatin. Sie, Frau Neuchel und Kolleginnen, Sie müssen das dann eben fordern, das muss in die Prioritäten rein. Die Macht hat das Europäische Parlament. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass es vielleicht mehr Kommissarien geben soll als nur die Anzahl von 9. Ich denke, das ist auch eine Forderung, die das Parlament, das neu gewählte Parlament stellen kann. Dann möchte ich noch einen Aspekt hervorheben, der auch hier am Rande angesprochen worden ist, gleiche Teilhabe in allen Lebensbereichen, Equal Pay. Ich bin auch der Meinung, dass wir da eine Gesetzgebung brauchen für die neue Legislaturperiode, weil es einfach die Fortschritte zu gering sind und vor allem auch, weil diese Gender Pay Gap sich sehr auswirkt auf den Gender Pension Gap. Also es ist wichtig, dass wir da Gesetzgebung haben und das wurde eben hier ja auch angesprochen. Und gleiche Teilhabe in allen Lebensbereichen ist auch ganz wichtig, Frauen in der digitalen Welt. Da möchte ich noch ein bisschen Reklame machen, auch für unseren kommenden DJB-Kongress. Ich sehe gerade Angela Kolb-Jansen hier, frühere Justizministerin von Sachsen-Anhalt und auch zuständig für Gleichstellung. Und in ihrer Stadt findet der Kongress statt, digitaler Wandel, Frauen- und rechtspolitische Herausforderungen im September 2019. Und auch auf der europäischen Ebene beschäftigen wir uns mit dem Thema bei European Women Lawyers Association, ein Kongress im November, Fourth Industrial Resolution and Ethics from a Legal Gender Perspective. Ja, ich hätte noch viel mehr zu sagen, aber die Zeit rennt uns davon, also muss ich zum Schluss kommen. Und wenn wir das alles uns betrachten, was wir erreicht haben, was aber noch zu tun ist, dann kann die einzige Schlussfolgerung sein, geht wählen und wählt Europäerinnen. Das ist unser Motto. Wählt Europäerinnen und geht alle wählen und wählt die Richtigen. Danke. Much, just to take up on your last point, indeed, this is one of the reasons, in fact, we entitled this panel Gender 5+ like this, was to make sure that it was clear that not only are we for parity democracy, not only do we want to encourage women to vote in the European elections and to vote for women candidates, but for women candidates who have something to say for equality and for women. You know, we don't want another Thatcher. We want to encourage women, or Le Pen, or Marie Le Pen, indeed, more appropriate, even more closely. We want to encourage women to be elected. We want to encourage women to vote
for women who represent their demands and their rights. Dr. Letari spoke about the need for action. Margareta Hoffmann gave us a very good outline of legislative measures that are important. Legislation is not the only thing, it needs to be implemented, but if you don't have legislative basis, as we have seen in the past at the European level, the achievement, what we want to achieve cannot be easily achieved. I would now like to turn to the debate, because this is a interaction. We still have some time for discussion and comments. I just wanted to say one more thing, that it's very important. Several speakers this morning have highlighted the issue of violence against women and the importance of the implementation of the Istanbul Convention. Indeed, this is a very critical issue, and this is something, in fact, that Gender 5 has dealt with in a previous meeting, and we have a report on the situation in Europe on our website, which I encourage you also to look at. Now, I would like to open up the floor, so just a question and answers, but also contributions. I know there are many organizations and people who are here who may like to say something. We couldn't put everybody on the panel. Please. Please introduce yourself, just your name and your affiliation. Ja, guten Morgen. Mein Name ist Carla Meister-Himmelsheim. Ich komme vom Deutschen Frauenrat und wir haben dort extra einen Fachausschuss Europawahlen 2019 eingerichtet. Meine Kollegin sitzt neben mir, Frau Stockfisch. Und ich darf mich sehr herzlich bedanken für all das, was heute vorgetragen worden ist. Wir haben in unserem Fachausschuss die Beschlusslage des Deutschen Frauenrates seit 1990 aufgearbeitet und in Wahlforderungen formuliert, die sehr differenziert sind, und die haben wir allen demokratischen Parteien hier in Deutschland zukommen lassen, damit sie sich für die Erarbeitung ihrer Wahlprogramme schon mal damit auseinandersetzen können, was der Deutsche Frauenrat sich so vorstellt. Und wir haben dann im zweiten Schritt auch Gespräche geführt. Wir haben unter anderem mit Maria Neuschel ein sehr, sehr gutes Gespräch gehabt. Und wir haben jetzt mittlerweile schon 3 Parteien Gespräche geführt, die sehr vielversprechend sind. Die Belange der Frauen sind angekommen, und ich freue mich, dass ich die Bestätigung habe, dass all das, was hier vorgetragen worden ist, auch vom Deutschen Frauenrat vertreten wird. Deshalb erspare ich mir, das alles nochmal aufzulisten. Wir wünschen uns aber auch eine EU-Kommission für Frauenrechte und Gleichstellung und Gleichberechtigung. Das wäre jetzt noch additiv zu sehen. Und ja, wir sehen, dass die demokratischen Parteien sehr beieinander liegen, und ich denke, dass es wichtig ist, dass man sich nicht in Klein-Klein verliert, sondern wirklich die demokratischen Kräfte in Europa bündelt, um dem Antifeminismus und Rechtspopulismus Einhalt zu gebieten. Es ist eine Richtungswahl, die wir am 26. Mai haben werden, und wichtig ist, dass die Frauen zur Wahl gehen, dass aber auch die Männer zur Wahl gehen und dass alle diese Kräfte stärken, damit wir hier keinen Stillstand und keine Rückwärtsbewegung haben, und dass dann, wir haben sehr große Hoffnungen in die nächste Ratspräsidentschaft, wir erwarten da auch sehr viel von Deutschland, und wir hoffen, dass es zu einer Gleichstellungsstrategie kommt, die entwickelt wird und dort Verbindlichkeit reinbringt. Wir hoffen uns auch, dass der FEM-Ausschuss gestärkt wird und mehr auch gesetzgeberische Kompetenz bekommt, damit wir nach vorne kommen in Europa, und dass das Auseinanderdriften, was wir jetzt Ost- und Weststaaten, Nord- und Südstaaten beobachten, dass das wieder zurückgeführt wird und dass Europa wieder sich besinnt, was Europa ist, und dass wir da uns weiterentwickeln können. Vielen Dank für die heutige Veranstaltung. Deutscher Juristinnenbund. Wir sind uns ja alle einig, dass die Geschlechtergleichstellung auf die europäische Agenda gehört. Dafür ist es sicherlich wichtig, und deshalb treffen wir uns heute auch, dass wir uns gegenseitig motivieren, auch andere zu motivieren, zur Wahl zu gehen. Aber ich möchte auf ein Ereignis hinweisen in diesem Jahr, das wirklich die Weichen stellt, ja, für die Formulierung der Agenda, und das ist der Europäische Rat, der, also die Staats- und Regierungschefinnen und Chefs,
der im Juni die Agenda für die nächsten 5 Jahre festlegen wird. Und auf der Grundlage dieser Agenda wird der Kommissionspräsident seine Agenda ausformulieren müssen. Und ich denke, wir müssen im Kopf haben, dass es unsere Staats- und Regierungschefs und Chefs sind, die die Weichen stellen für die nächsten 5 Jahre, und zwar im Juni. Thank you. Indeed, very, very important. One here and then there and then. Ja, danke nochmal, Monika Christian, Stadtverordnete Die Linke in Frankfurt am Main. Ich möchte gerne noch mit einem Vorurteil aufräumen. Der Artikel 119, der ist in der Tat ein Erfolgsmodell auch, und den können wir auch prima in Deutschland heranziehen, wenn es um gleiche Bezahlung geht. Aber man sollte vielleicht noch im Hinterkopf haben, dass das nicht ein Goodwill gegenüber Frauen war, dass dieser Artikel eingeführt wurde, sondern man hat damals versucht, die billigeren, in Gänsefüßchen billigeren Löhne für Frauen nicht als Konkurrenz zu Männern entstehen zu lassen. Das war der eigentliche Grund, warum man den Artikel 119, gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit, eingeführt hat. Mir ist vorhin noch mal durch den Kopf gegangen, dass wir noch mehr Bündnispartnerinnen auch brauchen. Gender Mainstreaming wurde ja unter anderem in der EU eingeführt, weil es eine ganz starke Forderung der Weltfrauenkonferenz in Peking gewesen war. Da kam also Gender Mainstreaming auf, und die EU kam eigentlich nicht darum herum, das zu fordern. Der spätere Weltfrauenmarsch ist auch entstanden aus den Kontakten über die Weltfrauenkonferenz, und vielleicht können wir das auch wieder aktivieren. Also wir haben schon lange keine Weltfrauenkonferenz mehr gehabt, aber nichtsdestotrotz immer noch viele Aktivistinnen, die damals mit dabei waren und die sicherlich auch heute noch ein Interesse hätten, daran mitzuarbeiten, dass wir etwas durchsetzen. Ja, und dann, ich rätsel die ganze Zeit, wie wir die Parität hinkriegen. Also in Deutschland haben wir keine paritätischen Wahllisten außer in Brandenburg, soviel ich weiß. Und Frankreich gibt es das schon länger, da hat sich auch schon einiges getan. Wie wollen wir das denn auf EU-Ebene umsetzen, wenn wir es noch nicht mal in Deutschland schaffen? Also diese Frage bewegt mich wirklich. Ja, danke. Cornelia Markowski vom Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge. Wir sind jetzt nicht spezifisch auf Gleichstellungspolitik ausgerichtet, kümmern uns aber um soziale Dienste im kommunalen und gemeinnützigen Kontext und haben natürlich auch gleichstellungspolitische Fragen im Blick. Zum einen herzlichen Dank für diese Veranstaltung, für die beiden Panels mit den zahlreichen erhellenden Informationen und auch mit dem Impuls und der Motivation, die ja von dieser Veranstaltung, ich denke, jede Einzelne wird es für sich spüren, ausgeht. Ich wollte noch darauf hinweisen, wer nicht so lange warten kann bis zum 26. Mai, um sich dann entsprechend zu äußern, seine Stimme in die Richtung zu erheben. Die EU-Kommission hat gerade am letzten Freitag, am Frauentag am 8. März, ihre öffentliche Konsultation eingeleitet, die läuft noch bis Ende Mai, ja, um zu bewerten, wie gerade dieses strategische Arbeitsprogramm, was ja heute auch mehrfach kritisiert wurde, aber wie sich das halt gerade realisiert, wie wir es einschätzen, um der Kommission da eine Rückmeldung zu geben. Und jeder, der möchte, der kann es jetzt schon tun, sich dort online äußern. Leider ist man bei den Konsultationen oftmals beschränkt auf maximal, ich weiß nicht, 100 Zeichen zu vorgegebenen Fragen, aber es gibt auch Freifelder. Insofern nutzen Sie auch die Gelegenheit, um sich da für Gender Mainstreaming stark zu machen. Danke. Thank you very much for pointing this out, and I would encourage everyone to participate. There's one here and there, and I think that I have to close the list because I need to have a small discussion, response here, and we have to bring the meeting to a close. Danke. Christina Stockfisch vom Deutschen Frauenrat, Ausschuss für Europawahl und vom DGW, Gleichstellungspolitikerin. Stimme ist so, keine Sorgen machen. Ich kann anschließen, es gibt auch die öffentliche Konsultation gerade von der Kommission zum Equal Pay. Also bis 4.4. noch, von daher sich beteiligen ist halt auch entscheidend, damit man was ändern kann. Sich beteiligen, da möchte ich anschließen. Am Montag ist wieder Equal Pay Demo hier vor Brandenburger Tor. Das machen wir vom Deutschen Frauenrat zusammen mit dem DGW und dem SOVD.
schaffen wir im Allgemeinen immer bis in die Tagesthemen, Tagesschau. Ist natürlich toll, wenn dann da neben den ganzen Ministern und Ministerinnen, die da sehr gerne kommen und sich stark machen, zumindest rhetorisch für EVP, auch sehr viele Frauen sind. Also von daher um 10 am Brandenburger Tor so viele Frauen und Männer wie möglich, wäre toll. Und dann würde ich sagen, wir machen uns als Fachausschuss die Arbeit, diese ganzen Wahlprogramme der Parteien jetzt auf unsere gleichstellungspolitischen Forderungen auch zu überprüfen und erarbeiten daraus eine Synopse. Also wer noch sozusagen Argumente für oder gegen die eine oder andere Partei in Deutschland sucht, kann da, wir warten ja noch auf ein Wahlprogramm, aber relativ schnell, ich schätze mal in 4 Wochen fündig werden und dann auch nochmal schärfer argumentieren, was oder wer die demokratischen Parteien sind, die man wählt. Guten Tag, Laura Caniglia, Europakandidatin für die Partei Volt. Bei uns haben wir die Kandidatin mit einem Reißschlussverfahren gewählt, das heißt ein Mann, eine Frau, ein Mann, eine Frau. Leider hatten wir sehr wenige Kandidatinnen, nur 10 Kandidatinnen gegen 16 männliche Kandidaten. Und leider ist auch unsere Spitzenkandidatin ein Mann. Ich hätte mir am Ende doch eine Frau gewünscht, nachdem eigentlich viele Überzeugungsarbeit an unsere weibliche Mitgliederin gemacht worden ist, damit sie sich aufstellen lassen. Und bei uns sind ungefähr 33% Frauen. In Berlin sind wir ein bisschen mehr, aber wir haben tatsächlich das Problem, dass die Frauen politisch aktiv sind, aber nicht in Partei eintreten. Und das ist natürlich schade, das ist natürlich schwierig dann tatsächlich da auch Frauen bedeutende politische Rolle bekommen, wenn sie in der Politik selber in Parteien nicht vertreten sind. Danke. Ja, die EU als Vorreiterin für Gleichstellungspolitik. Ich muss sagen, als ich 1999 in die Kommission gekommen bin, war ich auch als Feministin ganz überrascht darüber, mit welcher Selbstverständlichkeit Gleichstellung als Priorität behandelt wurde, zu einer Zeit, als wir in Deutschland einen Bundeskanzler hatten, der Frauenpolitik als Gedöns bezeichnet hat. Und ich will mal so Beispiele nennen, auch wie Gleichstellungspolitik vorangetrieben werden kann. Also beispielsweise die wirtschaftspolitischen Strategien, die wirtschaftspolitische Strategie, da hatte dann die EU sich das heute noch gültige Ziel gesetzt, eben die Frauenerwerbstätigkeit auf über 75% zu bringen. Und das fällt natürlich nicht vom Himmel, sondern da muss man entsprechende Maßnahmen ergreifen, unter anderem beispielsweise Kita-Angebot ausbauen oder Ganztagsschulen. Und ich habe mich dann riesig gefreut darüber, dass der deutsche Bundeskanzler sich dann im Europäischen Rat mit diesem Gedöns beschäftigen musste. Also das war sehr befriedigend. Dann eben andere Strategie, Legislativmaßnahmen, Initiativen ergreifen. Franziska hatte auch schon darauf hingewiesen, beispielsweise eben das, was Anna Diamantopoulou dann ergriffen hatte, die Diskriminierung von Krankenkassenbeiträgen, also Diskriminierung von Frauen durch unterschiedliche Krankenkassenbeiträge. Und da gab es nur die Möglichkeit, dieses anzugehen auf der Basis dessen, dass die Europäische Union mittlerweile eben die Zuständigkeit hatte, Maßnahmen gegen Diskriminierung zu ergreifen. Das hatte sie in den römischen Verträgen ja noch nicht. Und wenn man sich die konservativen Parteien anguckt, beziehungsweise Regierungen, dann schießen die ja genau dagegen, dass die Europäische Union dieses Recht hat, gegen Diskriminierung vorzugehen. Und wenn von Polen oder von Orban gesagt wird, die Europäische Union soll sich doch wieder konzentrieren auf beispielsweise Wirtschaftsfragen, dann ist das genau dieses im Blick, dass über den Antidiskriminierungskompetenz sie die Möglichkeit hat, in Gesellschaftspolitik und Gleichstellungspolitik zu betreiben. Also da müssen Frauen wahnsinnig wachsam sein. Und dann möchte ich noch einen Punkt auch erwähnen. Also die Kommission hatte sich dann damals angefangen,
vorzunehmen, auch administrativ Gleichstellung zu betreiben und das nicht als hehres politisches Ziel, sondern konkret. Jeder Generaldirektor muss vorlegen, was er für die Gleichstellung macht. Und heute sind wir soweit in der Europäischen Kommission, dass 40% der Leitungsstellen mit Frauen besetzt sind. Also ich glaube, wir müssen auch die Europäische Union in dem Sinne nehmen, dass wir immer auf Best Practice schauen. Und das ermuntert ja auch ganz vielfach, auch zu gucken, was ist in den einzelnen Ländern vorbildlich und sagen, das wollen wir auch haben in unserem Land, damit Gleichstellung Realität wird. Danke. Wir haben gerade über Initiativen gesprochen, da möchte ich an Sie appellieren. Am 18. März wird im Internet eine europäische Bürgerinitiative initiiert. Das geht nach dem Lissabon-Vertrag jetzt, da müssen 1 Million Unterschriften gesammelt werden. Dann muss die Kommission aktiv werden, und zwar geht es um Wohnungspolitik. Das ist ein Thema, was für Frauen eine große Rolle spielt. Wir machen gerade ein Projekt in Berlin zur Wohnungslosigkeit von Frauen. Beteiligen Sie sich an dieser Bürgerinitiative, damit es gelingt, die Kommission auch auf diesem Thema, in diesem Gebiet etwas für Frauen zu tun. Political comments have been made. I will just give the floor very briefly on behalf of the panel to Franziska Bragner to comment back, and then we will go to the conclusion. Thank you to the interpreters for your patience. We'll be concluding very shortly. Ganz schnell, mir ist gerade die Idee gekommen, Michaele, vielleicht könnten wir einfach so Clips machen, wo die in der Vergangenheit schon viel für Frauen in Europa erreicht haben, das einfach mal aufzeigen, sagen, das haben wir verändert, das haben wir gemacht, das habe ich mit angestoßen. Weil ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Frauen wissen, dass man etwas verändern kann zum Positiven, dass es möglich ist und dass wir eben nicht nur Abwehrschlachten führen, sondern nach vorne noch einiges vorhaben und in der Vergangenheit schon viel erreicht haben. Also, fände es wunderbar. Ich glaube, viele wissen gar nicht mehr, was 99 alles, also wie es da noch aussah und was erreicht wurde. Vielleicht kann ja das EBD oder DJB oder wer auch immer machen. Eigentlich ist ja genügend Expertise und tolle Erfahrung hier im Raum. Und was mir noch wichtig ist, ist dieses, Sie haben es alle gesagt, dieses Tun und das Europaparlament, es lohnt sich da zu wählen, ja? Und dass man es immer auch positiv besetzt. Also ich glaube, ich möchte nicht nur einen Abwehrwahlkampf führen gegen die Rechten und gegen ihr reaktionäres Frauenbild, sondern wirklich für das, was wir gemeinsam noch erreichen wollen und dass es möglich ist. Und das Europaparlament, ich kenne jetzt auch den Bundestag, ist ja einfach sehr stark, ja, und vor allen Dingen transparent. Also im Vergleich zum Bundestag, ja, Transparenz ohne Ende. Im Bundestag ist kein Ausschuss öffentlich, außer der Sportausschuss. Ja. Im Europaparlament sind die nicht nur öffentlich, sondern im Livestream zugänglich. Da gibt es ein Lobbyregister, gibt es bei uns alles nicht. Ja. Also, weil Sie auch gerade gesagt haben, ja, manchmal haben wir in Deutschland das Gefühl, bei uns ist eigentlich alles am besten und da müssen wir die Europäer noch überzeugen. Ja. Das ist ja häufig andersrum, dass es auf europäischer Ebene schon wesentlich fortschrittlicher ist und das kommen wir, also ne, deswegen kommen wir meistens über Europa sogar schneller voran als über Deutschland. Und mit Blick auf die Wahl, es geht ja darum, dass die Menschen, Bürgerinnen und Bürger wählen gehen und wir wissen aus der Erfahrung, dass all die inhaltlichen Argumente wichtig sind, aber am Ende ist es Social Pressure. Also die Leute, Menschen gehen wählen, weil sie das Gefühl haben, wenn ich am Montag am Arbeitsplatz sage, ich habe nur geschlafen, dann sagt der Kollege, Mann, was bist du denn für eine oder für eine? Ja, also es geht viel um Social Pressure, gemeinsam drüber reden. Natürlich gehe ich wählen, also ist doch ganz klar. Alle Cousinen nochmal anrufen, Tanten, Freundinnen, wo man denkt, vielleicht gehen die nicht wählen. Ja, das hilft häufig sehr, sehr weit. Agnieszka Bear, the President of Gender Fighting Pass, to make a few concluding remarks before we close the meeting. There's so much to be said, but we have to stop at some point. Thank you very much. First of all, sorry, it's me, it's not Barbara, who's been fantastic. It's Pete Sanchez, as we say, but I mean, she's been really sort of doing so much for this meeting, so I take up the conclusions. I'd first like to say that it's the fourth of these meetings that we've had so far. If I think about what sort of came out of most of the other meetings,
there was this contrasted picture of women being sort of very conscious of what Europe has done for women and what Europe has done for gender equality, but also extremely great worries about the poverty of women, about the impact of the austerity programs, and they know it comes from Europe as well. It comes from European decisions, it comes with the way Europe has dealt with the crisis, and there's a great insatisfaction and worry. I would say even further that, this makes, especially this poverty of women, makes a lot of women sort of being fairly seduced by the sort of security, protection, family. We think about your children, being a mother of the populist parties. And this is where social democrats or democratic parties in general have really got to sort of get their act together in sort of thinking about sort of, what do we do with gender equality? Do we take it really as a stronghold, as one of the European values, or do we sort of continue to make it sort of go down the drain? Anyway, a lot of extremely interesting things have been said during this meeting, and I won't try to sort of summarize. Gabby was left now, but was sort of emphasizing the fact that we are the people who founded Europe. I want to sort of say that more and more, and then there was a book recently that came out on the fact that in fact, at the beginning of the European Union, there were a lot of women. Obviously, they're invisible, but we tried to dig out their inputs, and which, and this is an extremely important thing. It's our Europe, but we've not been sort of at the first sort of hand of maneuvers, and women want to sort of take up the maneuvers again in parity with men. Joanna said something very interesting amongst other things, but the fact that the setback of gender equality is really an impulsion to fight back. And this is, I think, an extremely important sort of encouraging thing that people are taking to the streets already. It has been sort of mentioned, the fact that marches, strikes, etc., and the mobilization of young women is sort of going on all over Europe. Vote, people have been sort of really invocating the fact that women must go and vote. Remember that if young women had been voting in the referendum in Britain in 2016, we would not be in the mess we are. 80% of young women are against Brexit, right? But a lot of the young people sort of get the future jeopardized by all the people who are going to vote, all white men. Anyway. Thank you very much for mentioning the consultation which is going on, which has been launched by the Commission on the 8th of March, and it will be on for 12 weeks as any consultation. Please do answer. Even if, as you said, you've only got a sort of a yes or no, or a very few sort of things to say what you think, but do please take part into this consultation. Try and mention that we need, yes, Commissioner Schreier, gender budgeting, as you sort of mentioned at the beginning of your mandate in the Commission, that we need an accountable strategy. We don't need a little strategic engagement as we've had, which has just been a document of the services of the Commission, not even sort of endorsed by the political level, and even less by the Parliament or by the Council. And we need a directive on gender-based violence, a complete text, equal pay. Francisca, you mentioned it very rightly, but the Commission is at the moment working on this issue. We need more parity. We need more women in the digital change. Online violence was mentioned, and
I will stop because, I'm sort of pressed for time, obviously. We've been very talkative and it's a very good sign. Before we finish, I just wanted to, first of all, thank all the speakers who've been really brilliant. I want to thank a sort of fantastic and inspiring audience, and I want to thank even more the interpreters who, in their invisible situation, you've been very crucial in sort of making us sort of follow that meeting and participate in that meeting. Thank you very much, everybody.